Wunderschönen guten Abend. Wir sind heute wieder ganz im Charity-Fieber und auf dem Community-Server unterwegs. Wir wollen ja heute mal die Hanna und den Matze besuchen. Bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mal fragen. Ja, dann würde ich nämlich jetzt sehr gerne rumkommen. Mal schauen, wie es beiden so geht. Oh, kuschen. Tadam, 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 weil das sind nämlich zwei Bedrocker. So, okay. Und hallo Kai. Ja. So, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Werd mal ganz frech alle runterziehen. Hallo Kai. Hoffe, er kann mich. Ich hole jetzt einfach mal. Hallo Matze. Mimi. Ja. Und hallo Hanna. Ist ganz Mimi frech. lebt noch. Ja, ich Ja, lebe Mimi noch, bin aber hundemüde. So, ich muss so euch müde, aber die ist so geschlaucht. ein bisschen Nee, das nicht. Praktikum ist anstrengend. ja alle so. Es soll ja auch nicht zur Erholung dienen, ne? So, Naja, aber wer okay. bedenkt, das ist ein Praktikum eigentlich eine Behindertenwerkstatt. Ja, und da geht's auch rund. So, ich mache mich dann mal so halbwegs auf den Weg. Geht jetzt das Kannst Ding. du nochmal Matze ziehen, bitte? Alle ab. Danke. Das fängt schon gut an. Gut, ich werde jetzt mal, ihr wisst ja, ich habe sehr viel Inventar hier mit. Vorher noch ein bisschen was einsortieren. Und, ja, eigentlich eine Tränke auf Ja, bei dem Essen. halb Essen. Getränke und Essen, okay. Okay. Es ist ein bisschen verwirrend. War lange nicht hier, wie. Äh, hier drin diverses Material. Edles Leben, was? So, okay, wir machen mal das. Jeder hier mit eine hier mit Fern hier mit Leuchtzeug, mir piept mein Ohr ganz. Okay, Quasi. bin gerade am Überlegen. Es ist aber auch alles so voll hier. Wird Zeit, dass wir bauen. Okay, ein paar Dinge einfach hier so zwischenlagern. Ja, aber ich habe da auch nicht rein. So, ich habe hier noch magisches mit reingeschmissen. Und die anderen Sachen räume ich einfach später erst drin, ja. Jetzt kommen wir heute nie zu Hanna und Matze. So, meine Rucksäcke lasse ich jetzt voll. Es braucht. Okay. Also ich bin zumindest abreisebereit. Und das heißt nichts anderes, als dass ich mich jetzt erstmal auf zum Spawn mache. Ich könnte natürlich auch hinten hinlaufen zum Türmchen. Da können wir noch einen anderen Weg. Zum Mr. Paul. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Bubu, Ja, ich habe den Portal bearbeitet. okay. Oh oh. Okay, dann machen wir heute Risikoporting. Ja. Aus dem Ende der Welt raus. Ja, mal sehen, wo ich mich hinporte. Vielleicht lande ich ja im Momentum in irgendeiner Epoche oder so. Wer weiß das schon. Steinzeit. Ja, Oder bei man den weiß. Dinosauriern. Meine Fröschi-Zuchtanlage. Das ist nicht schön hier.
Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Oh, er hat Was eine denn hin? Blume endlich ausgegraben. Ne? Das ist Wo hoffentlich willst du die denn hin? richtige. Hallo, Freund. Du bist kein Teleportfreund. Du brauchst mich nicht von rechts anquatschen. Ach nee, das war links. Ah, der falsche da. Sag mal, So, wo willst du hin? ich laufe jetzt zum Strand. Dann durch den Sumpf. Ich habe nämlich einen Weg zu dem großen Portingturm. Da wollte ich mal hin. Ich wollte nicht immer den abkürzen. Ich laufe heute mal ein bisschen länger. Da muss ich Okay. weniger bauen. Nein, alles gut. Nee. Schon wieder eine Ausrede fürs Bauen. Nein, ich habe doch gesagt, dass ich Hanna und Matze heute besuche. Wir haben das jetzt schon so dauernd immer verschoben. Und so kann ich auch Das gleich stimmt. zeigen, dass ich ja nicht nur diesen Teleporter-Frosch oder meinen Froschi habe und ein. Der war doch irgendwo ein Weg zum Gefallen. Ja. Ist dann freigelaufen. Ich glaube, ich habe die Abzweigung. Das ist irgendwo eine Wegabzweigung. Wir Der Weg hat klappern eine mal andere zu. Farbe. Der Weg hat eine andere. Matsch. Auf jeden Fall geht er auf dem Hauptweg. Naja, so habt ihr mal den Strand gesehen. Hier ist ein Weg. Aber das ist doch auch nicht. Ich bin lost. Ich brauche einen Führungshund. Der Weg geht wenn du vom Strand kommst, nach dem Hexenhaus rechts ab. Also war ich doch richtig hinten am Strand. Mhm. Ich bin jetzt bei meiner großen Strandruine. Wenn du von deinem Haus jetzt, wo du da gebaut hast, Mhm, Richtung Tiki-Bar gehst, ja. vor dem Hexenhaus links, Also da, wo die Granit- und die Eichen-Slabs sind, oder was? ja, Das ist sehr verwirrend. Heißt Bubu wieder nee, zurück? da wo die Froschstatue ist. Wo die Früchte. Ja, Bin ich da falsch abgebogen? ja, Bubu. An der Froschstatue musst du halt den Weg entlang, der da rüber geht. Meinst du am Froschpuppes? Ach nein, das Ja, ist der vom Frosch. Froschbauch. Okay, Weg gefunden. Ah, mit Granit Eiche. und die Mit Eiche. Eiche. Naja, Wegweiser hier ran. Ja, ich glaube, das hätte ich besser gemacht. Ja, verlauf mich doch. Oh, hat das schon so markiert hier und trotzdem laufe ich so nicht. Auch nur ein paar Wochen hier nicht an meiner Base sein, schon finde ich gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, was in Kisten ist. Ich weiß nicht mehr, wo was ist. Ah, Mann. Deinen Kopf hast du noch gefunden, ne? Okay. Stimmt, hier ist das Hexen. Da war meine Hexe. Die ist jetzt ausgezogen. Ihr wollt da nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo. Ein paar Stockwerke höher gezogen. Ja, kann sein. Oder tief in Was den da? Sumpf. Auf Oder jeden Fall finde ich das cool, dass ich jetzt hier einen Weg habe und nicht hier den ganzen Weg durch den Sumpf hüpfen muss. Ihr wisst ja immer, so mit Boot fahren ist ja auch so ein- und aussteigen hier. Wow, da haut man sich ganz schön den Kopf an. Nö, bist gehüpft. Bei der Lampe. Ich habe mir nicht Ich den weiß Kopf noch. abgehauen. Du du sollst bist ja auch gehüpft. hüpfen, du sollst ja gehen. Genau. Mimi hüpft Hüpffarbe immer. immer. Ich glaube, Mimi war im Deine vorigen Hüpfe. Leben ein Frosch. Ich fehlt eine Lampe. Da fehlt eine Lampe. Ich habe die gerade weggepackt, meine Lampe. Mach die Lampe nicht kaputt. Nein, hier fehlt eine. Hier fehlt eine mit Da hat jemand geklaut. Eisengitter und einer Laterne. Schaut mal, hier ist nämlich dieser Portturm. Mhm. So.
Übrigens, die mich hier gerade begleitet und so frech hier durch die Gegend hüpft, das ist übrigens die besagte Mimikry. Weil auch heute, wie ihr wisst, ist der Stream ja ein Charity-Stream. Das heißt, wir sammeln natürlich fleißig weiter. Ja, für Eis und vielleicht eine bisschen was extra zu schnabulieren und zu trinken. Ja, so, Dass die Arme nicht nur trockene Brötchen essen muss. genau. Damit sie nicht nur trockene Brötchen essen muss. Hallo Ja, Schaf. vielleicht springt ja noch ein schönes Essen mit ein paar anderen raus. Mal schauen. Wir schauen mal. So, jetzt müssen wir hier ganz nach oben laufen. Weil diese komischen Porter hier, die wohnen nämlich ganz oben. Hm. Das sind immerhin Magier. Magier. Die brauchen ja einen riesigen Turm. Ja. Damit sie mit ihren Blitzen nicht arme kleine Füchse den ins versenken. So. Hallöchen. Na, Ich habe übrigens, Manchmal haben die kleinen Füchse das auch verdient. die ich sagte, fange übrigens jetzt nach und nach an, auch die Schrägen hinzuzufügen. Also Nordwest, Nordost und dergleichen. ah, sehr schön. Momentan landet man nämlich genau wie bei meinem Streamfuchs, ein Steampunk-Füchschen, was bei mir auf der Bank sitzt. Hier genau an der Kirche, quasi oberhalb von unserem Tauschmarkt am Spawn. So, jetzt müssen wir Man zum kommt Bahnhof. und Süd-Südost und so. Was? Man kommt Nord-Nordwest und Süd-Südost. Der Mimi Nein, läuft auch mal Nordost, querfeldbeet ein. ja. Nordost, Nordwest, Ost, Südost, Südwest. Die einzelnen Punkte jeweils in den Hallo vorgegebenen. Leute. Hi Kai. Tschüss Kai. Hallihallo, Hallöchen. Hup, zu Hause. So. Sehr schön. Wie frech. Was denn? Er hat mir meine Lore geklaut. Hüte. Ja. Was schneller. Fang mich doch, fang mich doch. Versuch's ja. Wettrennen. Hui. 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 Ups. Nipp. Und hier sind wir schon wieder. So, und um das Ganze um das jetzt weiterzuführen, so, gehen wir uns jetzt ein Komplimentieren. Ticket kaufen. Ja, genau, so, ein Ticket kaufen. Würde es mir mit dem Ticket geben, danke schön. So, das schmeißt ihr hier quasi rein. Oh, hopp. Dann geht hier auf, dann kommt hier eine Lore raus und dann müsst ihr gucken, wo ihr hin müsst. Also wir wollen ja jetzt zu Mr. Porter. Und zu Mr. Porter geht's in den U-Bahnhof. Und da vorne seht ihr das die U-Untergrundbahn. Ihr könnt aber auch den Fahrstuhl nehmen. Der nicht, der ist nicht da. Den müsst. So. Und hallo Miss Circle. Herzlich willkommen. So, Schön, ganz dass gut, du wieder da bist. Ja, der Fahrstuhl ist ein bisschen langsam, aber schön. So, okay. Und dann fahren wir jetzt zu Mr. Porter. Warum ist meine Lore weg? Die hast du in der Hand. Die habe ich nicht. Die hast du in der Hand. Die habe ich nicht. Aha. Du hast die in der Hand. Ich sehe sie doch. Du hast die in der Hand. Ist die jetzt unsichtbar oder was? Weißt du, Hallo? was du gemacht hast? Warum ist meine Lore unsichtbar? Und wieso leckst du vor Du dich hin? Nein, du bist am Lecken. Ich bin am Eine Lecken. Lore ist vielleicht für dich unsichtbar, aber sie steht da. Ah, jetzt steht sie da. Ich wollte gerade sagen, hä?
Du warst eben gar nicht da gewesen. Du warst nicht da. Ah, ich hatte ein Leck. bis zum Kuckuck und schon funktioniert's. Es ist doch Mittwoch, es ist doch Update-Tag. Ihr wisst doch, 100.000 Updates, die irgendwo Die sich wollten runterladen. sagen, mach ich mit, Und warum ist diese Lore so laut in meinen Ohren? Ich muss hier dauernd ne? brüllen. Ah, du hörst dich nicht. Max, wie bitte das hä? So. Was können wir denn hier noch? Ich merke schon, du hörst gute Laune. Es ist ja irre hier. Okay. Zum Glück ist der Weg immer lang genug, damit man das hier einstellen kann. Aber das ist, Hui. Ich liebe meine Achterbahn-U-Bahn hier. Die ist so schön. Auch wenn der Tunnel hier noch ein bisschen langweilig ist, den könnte man auch noch ein bisschen Ja. verschönern, aber das kommt alles noch. Wir haben ja Zeit. Sind so Fleißaufgaben halt, ne? Ich weiß aber noch nicht wie. Also mir ist noch nichts eingefallen, wie man das verschönern könnte oder anders bauen könnte. Ja, An aber sich, man Helfen könnte nicht, ja. vielleicht so eine Art ein bisschen Steampunk mit reinpacken. Ein paar Rohre verlegen. guck mal, hier steht eine Tag. Oh, jetzt habe ich Eisenbahn. eine Idee. Guck mal, wie hübsch. Ich bringe mich selbst auf Ideen. Eine Lokomotiv. Da sind ja Knöpfe dran. Die Äh, hat Ryu gebaut. Die Der ist Ryu hat die toll. Gebäude und die Lokomotive und die Dinge hier neben gebaut. Die So ist wie auch so die schön. Schienen. Guck mal, hier könnt ihr richtig einsteigen. Atü. Hier fehlt nur eine Glocke zum. Hier fehlt eine Glocke, die haben doch immer eine Glocke da. Muss ich Ding Moment. machen bei Schnaufeleisenbahn. Ach, schade, ich Mhm. habe keine dabei. Ja, ich auch nicht. Aber die ist toll. Schaut euch Nee, setz mal eine Glocke rein. eine wunderschöne Eisenbahn. Bubu. Ja. Wo ist denn die? Was hast du denn schon wieder? Jetzt ist eine Hier ist Glocke auch da. Ich will auch Hier ist auch klingeln. eine Eisenbahn. Ich will auch Hier ist noch eine klingeln. Eisenbahn. Das sind keine Klingeln. Eisenbahnen, das sind Waggons. Aber gar kein Bett drin. Kein Schlafwagen. Nein. Ding, Bobo Das will ja auch nicht kommt. sein. Oh, ich möchte einen Schlafwagen. Weiß, wo Da ist musst ein du Ryu fragen, aber ich Schlafwagen? glaube, der hat keine Lust darauf. Wo sind... Oh, hier sind ja... Da sind ja noch mehr Waggons. 2 Stück. Toll. Das ist So viele so Kugeln. toll. So. Schaut mal. Das ist so toll. Das Oh, ist so... hier ist ein Da können wir kaputtes Gleis. ganz viele Süßbeeren drauf verstauen hier und auf die... Oh, das ist... Da kann man einsteigen und sitzen. Und was? Da kann man dann einsteigen. Guck mal, der hat sogar Flügel. Der ist... Meinst du, der kann fliegen? Guck, hier ist noch Flügel dran. Hier, guck. Guck mal, hier kann man rein. Oh, das ist aber gemütlich. Jetzt fehlt ja nur noch Ja, der aber Speise. Was? kein Schlaf. Hier ist ein Haustier Schlaf. drin. Ein Endermite. Rio hat ihr Haustier Nee, das ist ein vergessen. Kopf. Trotzdem ist ein Haustier. Ganz schnell raus hier. Ja, Das ist ein Spielerkopf. So. bevor das wieder lebendig wird hier. Ja, bevor das wieder rund geht hier, ne? Naja. Ich habe Ryu leider auf ein paar komische Ideen gebracht, was die Spielerköpfe angeht. Naja, ich glaube auch. Also bist du da schuld. Ja. Oh, ja. So, dann müssen wir mal in dieses wunderschöne Haus da. Das Das ist ist noch nicht nämlich das Porterhaus vom Spawn. Also da Mhm. auch ein graues wieder. Übrigens schreitet der Umzug weiter voran. Werden einige Neuerungen zukommen. Warn euch mal. So. Nein, nicht schon wieder. Und Mimi ist bestimmt schuld. So. Oh, guck Was mal, die woran? Keller. Es gibt die Nee, Kellerkinder war nicht mehr. Wo? Die Kellerkinder Da steht sind jemand weg. Keller hier. Schau mal, die Kellerkinder sind. Muss man da jetzt buddeln? Ich weiß, Nein, nicht buddeln. hör auf. So, Rechtsklick auf buddeln. Portern auf die Kann ich jeweilige da- Nummer klicken. Die reden Wolle zeigt die Himmelsrichtung an.
Schrägen werden noch eingefügt. Na, mal sehen. Rechts. Okay, Norden. Oh, das ist ja richtig cool gemacht jetzt, Mimi. Schaut mal Osten. Bedrocker können das auch sehen. Bei Bedrockern ist nur das Problem, dass es da ein bisschen verschoben, weil die es halt so gequetscht haben. So, jetzt müsste man natürlich nur wissen, wo wohnen Mimi und Matze? Du meinst Hanna. Hanna. Mimi. Entweder du gehst auf 3000 in Süden. Das kann ich noch einfügen später. 3000. 3000 in den Süden oder 6000 Süden, je nachdem, wie du halt laufen willst. Bei 6000 musst du aber ein Boot haben zum Fahren. Hab ich. 3000 muss ich Hab ein Floß laufen. dabei. Und 3000 kannst du 3000. einfach nur schräg laufen. Was nehmen wir denn? 3000, 6000, 3000, 6000, 3000, 6000, 3000, 6000. 3000 ist besser. Okay. Obwohl, ich glaube, 6000 ist ein Stück näher dran. Es ist eigentlich wurscht, glaube ich. Was hast du jetzt genommen? 3 oder 6? So, ich bin jetzt im Süden und habe jetzt 3000 genommen. Und habe das Boot von Kai mit entführt, damit er auch ja hinterherkommt. Wasserläufer. 3000 hast du gesagt, ne? Ja, Ja. 3000 im Süden. Da ist dein Boot. Dankeschön. So, Jetzt ist man Überwasserläufer. jetzt müsste man irgendwie dann später noch Markierungen machen, wo dann dran steht Richtung Matze. Ja, zum Beispiel, würde ich sagen. Da, in welche Könnte Richtung? ich ja noch machen. Wir müssen jetzt Richtung Süden weiterlaufen. Hier war ich noch nie, sehe ich gerade. Ich habe ja auch den Waypoint. Wir schauen mal, wo der Waypoint ist. Ja, ich schau nur, ich habe gerade festgestellt auf meiner Karte, die ist noch jungfräulich schwarz. Anna und Matze. Oh. Okay, Schweinchen. dann sind wir ja eigentlich beisammen. Hier gibt es zwar noch so kleine Ecken, die ich noch nicht entdeckt habe. Okay, Mimi zeigt uns jetzt, wie man trockenen Fuß übers Land rennt. Hallo Kuh. Wollt ihr vorher schlafen gehen? Ich gehe gleich schlafen. Okay. Bubu schläft. Müsste, glaube ich, reichen. So, Ein Bett mit, was du vergisst. hast du wieder kein Bett mit? Ich habe eins mit. Ich habe nur gesagt, nimm eins mit, bevor es wieder hier irgendwo rumsteht. Und wir es wieder suchen müssen. Warte mal, ich muss mal gucken. Das ist das Hallo hellblaue. Schweinchen. Okay, ich habe es gefunden. Ich habe mein Haar gefunden. Wir wetzen einfach durch. Ich bin so gespannt, weil wir waren das letzte Mal hier kurz nach dem Serverstart im Januar. Und ich weiß von den beiden, wenn man den viel Zeit lässt, dann erkennt man nichts mehr wieder. Vorsicht, Loch. Ja, ja, ich hab. Wo seid ihr? Mir juckt die Nase. Den kratzt sie. Dann gibt's Geld oder so jetzt draufhauen. Hier sind aber viele Hunde. Hallo. So viele Bäume. Genau, jetzt muss man nämlich den Felsen. Ist Ja, sonst Loch was? gefallen? Natürlich. Ja, wie soll es doch anders sein? Sonst ist immer Bubo Ich muss diejenige, mir der. das noch überlegen, ob ich mit dir noch öfters auf Tour gehe oder nicht. Warum? Weil du immer Löcher Färbst so lang- fällst? Du färbst so langsam ab. Kann ich gar nicht verstehen. Und ich komme hier nicht Aber mal wir so haben einen in Löcher auch schon einfachen. lustige Sachen gefunden, ne? Ja, durch Zufall. Was ist denn hier passiert? Hier gab es ein Unglück. Wieso bist du denn jetzt Steht, vor? guck mal. Guck mal, das arme Schweinchen da oben. Oh, Da komme ich gar nicht hin, um es in den Kochtopf zu stecken. Mimi, hol mal das Schweinchen runter. Hui. Oh, kaputt. Kochtopf. Och doch. Fertig zum Garen. Kommt wieder zum Gesellschaft leisten. Ja. Stimmt, bei denen war ja auch ein Gesumpf.
Schon wieder so? Bäh. Ja, ja. Loch. So, Jetzt im Wasser. das Blatt. Ach, ich war schon im Wasser. Paddeli, 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 paddeli. Übrigens wohnt auch unsere Rio hier ganz unten. Das Süden oder Norden? Da war ich auch schon lange nicht Süden. mehr. Da muss ich auch Süden. mal wieder vorbei. In Da einer würde riesengroßen Menschen. Da würde der, glaub, Süden, südöstlich. Du kannst auch mal Zwei die Tierrosen dran lassen. Nö, Ich sammle die alle auf. macht ja nichts. Haben wir ein Gastgeschenk. Freuen sich. Dadadam. So. Weiter geht's. Wir müssten eigentlich rein theoretisch schon fast da. Nöp, immer noch nicht. Rein praktisch brauchen wir noch 2 Wochen. Rein Ah. theoretisch vielleicht, rein praktisch nein. Nur so für den Heimweg. Hallo Schaf. Wo lauft Hallo, ihr lang? Wollt ihr Frösche. wieder über Wasser? Nö, bis jetzt habe ich trockene Füße. Ja, aber ihr kommt gleich wieder über Wasser, wenn ihr so weiter lauft. Ja, dann führ uns doch mal richtig. Wo wir hin Ihr müssen. lauft ja nicht neben mir, sondern einfach irgendwo. Du haust vor ja euch auch her. immer ab. Ich laufe einfach vor euch her. Ihr müsst nur folgen. Nein, du rennst zu schnell. Kann ich Wir nichts sind dafür, ein wenn ihr bisschen zu älter wie lahmarschig du, ne? seid. Hallo, wir sind auch des älteren Semesters, wir zwei, ne? Ja. Wir sind nicht mehr so Sind schnell das zu so jung wie Pfote. du? Da macht das Alter auch so langsam bemerkbar bei uns. Ich sag Lach jetzt die. Ich sag's nix. Mimi, du bist fast mein Vater sein. Hm. Aber ist dir schon wieder so weit vorgerannt. Ihr müsst nicht über Wasser. Ja doch, sonst komme ich da nicht drüber. Hier. Hm. So. Da kommt ja schon wieder dumm. Ja. Weiß auch nicht. Und die ganzen Stechfliegen. Hallo, Schwein. Weißblau. Hallo Kuh. Sag Tschüss mal, Kuh. wo bist du hin? Ich laufe auf direkten Wege auf den Waypoint. Den wir nicht haben, aber egal. Ja, Ich habe meine Karte, ist egal. Kann deswegen. keiner einfach so hinführen. Ich werde entführt. Ich werde entführt. Ach, wie schön. Hab's bald geschafft. Ich bin schon bei dir. Bienchen? Haben wir Bienchen hier in der Nähe? Nö. Nein, aber Hühnchen. Ich wüsste. Ja, doch, irgendwo da Danke, dass hinten der sind schon richtige Bienen. Waypoint ist, den du nachfährst. So, ich weiß, dass wir hier bei uns ein Nest haben, aber sonst. Nein, wir haben 2 Nester. Wer hat denn hier die ganzen Zwei? Bäume hingestellt? Kühe. Kühe kannst du mitbringen als Gastgeschenk. Hallo, Bienen. So, ich muss mal kurz ganz schnell nach unten. Gleich wieder da. Ich habe Bienen gefunden, Hanna. Toll. Kuh gefunden.
Bienen fliegen hier rum 3 Stück, dann müsste es hier irgendwo Bienenstock sein. Brauchst du Bienenstock? Hanna ja. Die an den Bäumen wächst. Sie will nicht die normalen. Ich Das hab ist klar. eine Gutsamkeitskarte. Aber du musst trotz all dem Lagerfeuer unten drunter haben. Nee, da nicht. Das, Bubu. Gefunden. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Wasser aufgeweicht. Genau, das habe ich auch gerade vorgehabt. Das geht doch noch ein bisschen tiefer, oder? Und jetzt Deckel zu. Moment. Zu schnell. So, Moment. Jetzt. Bin gleich wieder da. Du weißt, das Bienennest unten? Nö. Nö. Bienen sind hier. Die müssen ja dann irgendwo hier hinfliegen. Da. Da sind die Hast du's? Bienen. Dann lass doch einfach die Bienen nachfliegen. Nachgehen. Genau, wir fliegen der Biene nach. Summ, sie, summ, summ. Ich bin Was ja schon eine fliegt durch die Luft? Fruchtblume. Was fliegt durch die Luft, macht Mus? Ich hab's gefunden. Summ, summ, summ. Es kann aber auch ein anderes sein. Was fliegt durch die Luft, macht Mus? Eine Biene im Rückwärtsgang. Hm. Ups, Soll ich mal schauen, wie viele Bienen drin sind? gar keine. Sicher? Ja, ich hab gerade schon geguckt. Bienchen, Wegen hier da ist war ein keine Nest. drinne. Hm? Egal, nix, alles gut. Hier, Biene, da, hier. Ah! Jetzt ist eine drin. Hast du abgebaut? Das sehe ich ja doch. Wo müssen wir hin? Den Fluss jetzt entlang. Einfach dem Fluss folgen. Bitte oder ohne Bötchen? Ist Na egal. toll. Haha, ne? Kannst du den Fluss lang fahren. Also, es gibt eine kleine Stelle, wo du nochmal über Land gehen musst, aber an sich brauchst du jetzt nur schräg in diese komplette Richtung zu gehen. Das doch eh nie. Über Land. Och Mimi, Aber du machst mich jetzt ganz kirre. das ist deine Entscheidung. Entweder über Fluss lang oder du gehst Oh, wo einfach bist jetzt du? schräg. Ich gehe hinter dir jetzt. Wo bist Soll ich Bubu alleine lassen? du? Ja, ich finde schon so recht. Geht doch ein Waypoint. Okay. Aber wenn ich gewusst hätte, dass die Bienennester haben möchte. Ich habe bei mir in der Base habe ich noch 3 oder 4 Stück. Ja, könnt ihr ja euch mal auf den Markt treffen und dann tauschen. Ich verschenke sowas auch. Ups, das war keine Absicht. Ja, ja. Du wolltest dir nur einfach So, haben. da bin ich wieder. Sorry. Eine nette kleine Hütte, damit ich. Hütte? Wieso ist hier Stein unter mir auf einmal? Das ist doch keine Hütte. Oh, ich habe Laternen gefunden. Ach du Schande, und dann welche. Dann Schau mir warum mal was? 2 ab. Er hat mich dann ins Wasser geschmissen. Du dich Hallo selbst. KI. Schön, dass du auch mit dabei bist. So, jetzt muss ich erstmal wieder einpendeln. Okay. Bubu ist noch nicht da. Ich komm. Ich hab doch Zeit. Ich bin ja hier auf der Flucht. Hallo, Hallöchen. Ich Oh, habe Kai schon mal hingebracht. Gut. Ich habe Geschenke mit. Danke. Oh, soll ich hier den Tag lesen? Entschuldigung. Ich bringe auch Geschenke mit. Tintenbeutel und Geschenke mit, Seerosenblätter. Einmal, zweimal. Ups.
Das Mann. war ich. Wer hat denn hier die ganzen Löcher und Bäume hingestellt? Anna, guck mal, was ich hier noch habe. Oh, super. So, wir nähern uns langsam. Inklusive Biene drin. Inklusive Bienen. Mindestens eine. Er hat Oh, Bienenstock. eigentlich ja in den Nestern. Ich brauch nur die Nur die Bienennester. An sich braucht sie nur die Das. Bienennester ohne Bienen. Der Ich habe bei danach mir auch noch vertraut. ein paar in der Base, wenn du haben möchtest. Hier kommt Guck mal, jetzt wie das die kleine Wie Stück viele hast du Dschungel. denn? Oh, ich denke mal 3 oder 4. Ist mein Ja, Ton das eigentlich wäre heute schon besser? hilfreich. Oder soll ich die Okay, einfach mal zum vor uns Bauen. belegen? Oh, ich sehe Wo schon die baust du jetzt ersten. eigentlich das Häuschen hin? Hier. Soll ich die am Spawn bei Bubus Haus hinterlegen? In Schaut ihrer mal. Kiste. Hier die ersten Ich Häuser. zeig dir sofort, Mimi. Wenn alle da sind. Kirschbäume. Ich bin ja nicht Oh, naseweiß. Ich bin wow. nicht naseweiß. Ich bin nicht naseweiß. Oh, wow. Schaut euch Oh. die beiden Verrückten an. Wieso bist du nicht Ja, Hier das war's. stand ein Haus. Jetzt stehen hier 1, 2, 3, 4, 5. Sehe ich schon aus der Wo ist denn Perspektive, das wo ich Bubu? bin. Ich komme, ich bin da Das ist beim die einzige Marktplatz. Ah, okay. Ich Da komme hinten über den ist- Marktplatz rein. Wo ist sie? Man habt nicht so viel, Matze? Marktplatz. jetzt so viel Zeit. Oi, hallo. Hallo. Hallo Hanna. Und hallo Matze. Oh. Hi Kai. Begeisterung. Hallo. Das hat sich aber So, dann verändert hier. willkommen in unserem Reich. Warte weiß mal, ich ich muss mal meiner Community zeigen, also was erklären. Also, das letzte Mal, als ich hier war, da gab es dieses eine, glaube ich, ein Häuschen, das hinten, glaube ich, war das. Das war hier hinten. Genau. Das war hier hinten. Dieses hier in der Mitte. Ja, mehr nicht. Es Genau, gab das noch eine Erdhöhle von unserer Hanna, das war's. So, und jetzt zeige ich euch mal auf der Map, wie groß die jetzt mittlerweile seit Januar hier gebaut haben. So, guckt euch das bitte an. Jetzt doch mal durch. Guckt euch das bitte an. Ihr seid doch komplett irre. Das ist ja der Wahnsinn. Das Sind ist wir ja, ihre? oh Nee. mein Gott. Das ist ja eine komplette Stadt, die hier schon steht. Ja, Wahnsinn. Ja. auf jeden Fall. Ihr habt echt Langeweile. So. Wohnt ihr hier schon? Ja, in dem kleinen Gebäude da hinten. Okay, Das können wir jetzt zeigen. okay, okay. Warte mal. Wir zeigen, wo wir wohnen, oder? Oh, Jetzt Da hinten. regnet. im Kann man kleinen- Regen abmachen, Perfektes Wetter ausschalten? zum Besuch. Jetzt sagt nicht, ihr wohnt in der kleinsten Miniaturhütte, die ihr überhaupt finden konntet. Wir wohnen hier. Euer Ups. Ernst? Nein, das ist nicht unser Ernst. Das war unsere Starterhütte Das wird ein Museum. und Hanna meinte, das soll bleiben. Ja, Heimatmuseum. Heimatmuseum, genau. Natürlich. Guck mal, Hanna, ich hab euch was mitgebracht. Ich habe die aufgesammelt unterwegs und die hier. Dankeschön. Ich habe aber bestimmt noch ein paar Sachen in meinen Rucksäcken, die ich habe nämlich noch nicht ausgepackt. Aber ich würde Dann- vorschlagen, wir gehen mal aus dem Regen raus. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal in unsere Hat- Base rein. Ins Haupthaus. Das Genau, Haupthaus. Haupthaus. Halt, ich muss den Matze nämlich auch Oh, gleich mal jetzt ist er. ein bisschen leiser stellen, weil der brüllt mir auch gerade ins Ohr, aber dafür kann er nichts. Obwohl ich ganz weit weg bin von meinem Handy. Haus Ja, hast ja. du das schon gesehen, Hanna? Nee, ich habe ein sehr empfindliches Mikro mittlerweile. Da wohnt ein komischer Typ in dem Haus. So, wartet mal kurz. Ich Der muss guckt mal für mich. kurz Matze Ja, ein in dem bisschen Haus guckt reduzieren. für mich der So, Typ. Matze, sag Die mal was. Statue. Ja, Jetzt hörst du ist. mich? Ja, jetzt ist. Okay, das ist besser. Das ist viel besser. Au!
Ich auch. Man benimmt So, sich hier, ja? Wir sind hier auf Besuch. Du kannst hier nicht einfach die Gastgeber hauen. Da Also, guckt ein Kopf aus dem Boden. dann ach du Schande, aber ich spukt's. Oh, find's ey. lustig. unser Lager Dezentes kleines Lager. Okay. mit unserer Karte. Also ihr müsst Okay, wissen, okay. da die beiden sehr, sehr weit weg wohnen, um es vornherein zu sagen, wir hatten ja gesagt, mit Kisten ein bisschen, also mit diesen Truhen ein bisschen vorsichtig. Das ist ungefähr auch so die Anzahl, die ich habe bei mir in der Base. Wie gesagt, weil die sind weit genug weg. Es ist keiner in der Nähe. Das heißt, es wird auch nicht megamäßig hier rumlecken. Aber wenn das jetzt natürlich jeder macht, der sich ein doppelt so großes Lager oder dreimal so großes Lager bauen würde, dann würde es wahrscheinlich doch ein bisschen hart an der Grenze sein. Weil wir sind doch einige Dem würde hier. ich vorher das Lager kaputt machen. Beispielsweise den Waren, dass er es innerhalb von einer Woche abzubauen hat, Ja. zu ersetzen hat. Weil, wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen drauf achten. Also das ist so Ja. die Standardgröße, sagen wir mal so, die wir ohne Wenn und Aber dulden, die die beiden jetzt hier haben. Geht da das, ne? Und ich finde, mehr braucht man auch eigentlich nicht. Mal ganz Nein, ehrlich. das Lager reicht. Und den das Rest kann man Lager in reicht. Fässern machen halt, ne? Manchmal bräuchten wir noch viel mehr. Ja, dann, Nein. Nee, Nein, Hanna. Anderes also wenn Wasser. ihr mehr unterbringen müsst, dann eben nicht in Truhen, sondern nehmt Fässer, ganz einfach. Fässer sind keine Entitäten, könnt ihr Hab ich doch machen. gesagt. Ja, dann macht ja, euch ein nee, aber da ist Fasslager. das Lager platt. Aber das ist hier wirklich die äußerste Größe, wenn ihr ein Lager also an einer Stelle bauen wollt. Das ist die wir quasi noch dulden, ohne das. Weil ihr müsst vorstellen, wenn hier 60 Leute spielen, also sagen wir mal immer so um die 20 Leute rum sind, also das merkt man dann schon, wenn jeder da so in einer Base drin ist und da hat der Server allerhand zu berechnen. Deswegen haben wir ja auch gesagt mit den Farmen, dass wir euch da entlasten. Es wird sowieso in Zukunft noch ein paar Erneuerungen geben. Ich habe nämlich gestern mit Kirito gesprochen. Also Kirito braucht noch ein Weilchen. Ja. Aber er ist dran und wir werden einige Dinge sagen wir mal, systemintern Dingen ändern müssen. Weil, damit es noch runder wie rund läuft, weil wir haben ja, also habt ihr als Bedrocker Probleme? Also jetzt mal abgesehen von dem Update, was mal zwischendurch euch am Spielen hindert. Ich habe selber keine Probleme. Gut. Hanna? Hanna nutzt nämlich was anderes. Zwischendurch mal. Zwischendurch mal leckmäßig oder solche Sachen. Was genau? Nein. Dass ich Nein. einfach rausgeschmissen werde. Okay. Ja, aber das liegt bei dir ans WLAN. Das liegt an dir, genau, das liegt leider dann an deiner Zugangsart. Das ist nämlich so ein bisschen unterschiedlich. Ihr müsst wissen, selbst, also Matze ist mit der PlayStation, glaube ich, hier drin. Und die Genau. Hanna, wie bist du momentan drin? Handy. Mit dem Handy. Genau. Und dann könnt ihr mal sehen, also die Base und wenn ihr euch vorstellt, PlayStation und Handy bauen so ein Ding hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei der Kai, ich und Mimi, wir sind Java-Spieler halt und die beiden hier sind Bedrock-Spieler. Und da müssen wir halt immer so ein bisschen gucken halt, ne? Also wir haben an alle Spieler überhaupt, die jetzt auch den Stream nachschauen, zuschauen, wie auch immer, alle, die hier mitspielen, wenn ihr irgendwelche Dinge feststellt, die irgendwie nicht wirklich funktionieren oder irgendwas, was jetzt nicht mit eurem Internetanschluss oder eurem Gerät zu tun hat, sondern sagen wir mal, ihr könnt euch hier nicht richtig einloggen oder alle möglichen Sachen oder es gibt Stellen, die lecken oder so, immer in den Support reinknallen. Wir geben sie dann an den entsprechenden Admin weiter. Wir sortieren das so ein bisschen. Und es wird auch bald ein Ticketsystem kommen. Padma hat das leider noch nicht rechtzeitig geschafft. Es wird ein Ticketsystem hier auf dem Discord geben. Und wir werden dann immer, wenn irgendwelche Dinge, wie gesagt, meldet sie. Es ist ganz, ganz wichtig. Wenn irgendwas nicht ganz koscher funktioniert, also es ist ja manchmal auch so, ja, wenn irgendein Plugin geupdatet werden muss oder so. Manchmal kriegen wir das nämlich nicht rechtzeitig mit, weil der Kirito ist ja schließlich auch für Kroko unterwegs.
Und das ist ganz wichtig in Zukunft, dass ihr immer, wenn ihr solche Dinge, also wenn die öfters vorkommen oder schwerwiegende Sachen einfach meldet und möglichst zeitnah und möglichst versucht, einen Screenshot hinzukriegen mit, ja, dem, was euch angezeigt wird und möglichst noch die Uhrzeit. Dann hat der Kirito nämlich schnell mal so am Handy, kann er das auslesen und kann sich dann schon mal Gedanken machen und wenn er zu Hause ist, das Problem lösen, wenn er das jetzt so nicht hinkriegen sollte. Das geht alles. Also das haben wir extra so gemacht. Aber bisher, wie gesagt, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Es läuft hier eigentlich perfekto. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir hier sehr, sehr liebe Spieler auf dem Server haben. Also ihr wisst ja, wir kommen hier Tatsache ohne Anti-Griefing aus. Ne? Jo, Hier klaut das keiner. Wir stimmt. brauchen auch nichts claimen oder so. Also ich bin da sehr, sehr stolz auf meine Community, dass das eigentlich alles so angenommen wird. Und auf jeden Fall, wie gesagt, wird es doch relativ zügig bald vorangehen mit dem Umzug. Ja, wir haben jetzt noch mal einen Monat verlängert. Das heißt, momentan ist noch unser Simply zuständig. Und nach dem Umzug, wie gesagt, übernimmt Kirito dann den Job von unserem Simply. Und ja, und dann wird auch das Nether on-gehen und es werden noch ein paar Dinge zukommen. Ich habe schon mal angefragt wegen ein paar Ideen, die Mimi und ich noch hatten, ob man das dann noch mit reinmachen kann. Es wird auch dadurch, dass es ein Purpur-Server ist, noch keine Einstellung geben. Das heißt, ihr kennt ja die Gebiete, wo man plötzlich 100.000 Milliarden Tiere hat, ne? Und das ist ein bisschen too much, dass wir gesagt haben, wir möchten das ein bisschen reduzieren. Mit den Mobs geht das eigentlich, weil ich habe ja jetzt nicht so viel nachts mit Mobs und so zu tun gehabt. Habt ihr da gute oder schlechte Erfahrungen oder hält sich das in Grenzen? Ich kann es gar nicht sagen, weil wir hier so gut ausgeleuchtet haben, dass wir kaum Monster haben hier. Okay, dann wie gesagt, also wenn ihr da irgendwelche Probleme merken solltet, dass zu viel ist oder zu wenig, müsst ihr halt sagen. Ja, Weil wir werden machen wir. auf jeden Fall die Stufe auf leicht lassen. Ja, sag Mhm. ich mal jetzt so. Weil das, was euch nämlich in Zukunft erwartet, also Kai hat die Erfahrung schon machen müssen, genau wie Wusi. Wir sind ja auf Ja. Tour gewesen, dass teilweise die Sachen auch in leicht nicht so ganz einfach zu schaffen sind. Jo. Ich sag nur, meine 2 Tote habe ich nicht mehr. Es sind mehr geworden. Ja, manche Sachen haben es echt in sich und ich kann euch schon mal warnen. Der Grund, warum wir es auf leicht lassen, ist, weil wir euch ungerne bestimmte Bosse im Nether vorenthalten möchten. Wenn wir das jedoch auf etwas schwerer stellen, also auf Stufe normal, wären die schon nicht mehr zu schaffen. Auch nicht in einer Gruppe. Und Okay. ich hätte da noch eine Frage. Ja, Was ist jetzt mit den Totems, Raids? Ich habe jetzt schon, so wie auch Matze, schon einige Raids gespielt. Und wir haben gar keine Totems bzw. Magier bekommen. Das liegt an der leichten Stufe auch das liegt in der teilweise. leichten Stufe. Da können wir das aber schon mal ein bisschen ändern, weil ich weiß, dass einige, wie gesagt, Totems ja haben wollen. Deswegen haben wir ja überlegt als Bauteam, weil ihr müsst wissen, die beiden sind auch im Bauteam und die Mimi ist ja die Leiterin. Deswegen haben wir ja gesagt, dass wir versuchen wollen, das Problem über eine Raid-Farm, also vielleicht so zu lösen. Ja, dass wir das vielleicht Mhm. hinkriegen, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, solche Sachen machen wir dann nach dem Umzug, weil dann können wir das explizit mit Kirito abstimmen. Weil der kann da nämlich auch ein bisschen an den Einstellungen herumspielen, dass das alles funktioniert. Wenn das mit den Totems nicht so gehen sollte, dann werden wir das Problem anders lösen. Ja, es An ist, sich, Okay. pass auf, an sich könnte ich das über einen Spawner machen, dass explizit diese Magier halt gespawnt werden. okay. Wenn ähnlich wie ich das mit dieser einen, mit dem Creeper-Kopf gemacht habe, den für den, So, was wir noch ich davor haben. kann, also pass auf.
Ihr werdet gleich etwas in meiner Hand sehen, was es Tatsache in den Strukturen gibt. Das So. wird Diese Totems, hab das ich ist nämlich schon den- längst gelöst. Das fiel mir nämlich gerade ein. Diese Totems, wenn ihr Totems haben wollt und Raids machen wollt, das geht unter anderem in diesen Pillager-Festungen. Ja, da steht oben ein Magier, Mhm. von dem man das kriegen kann. Der hat es aber ziemlich Sinn. Dann in sämtlichen Mentions. Es gibt ja nicht nur die normalen Menschen, sondern auch die anderen. Ja, Mhm. also so wie ihr das vielleicht gesehen habt in Momentum, weil da haben wir nämlich logischerweise dieselben Datapacks raufgepackt, um euch ein bisschen heiß zu machen, was es hier nämlich alles so gibt. Weil ich weiß, ihr habt zwar viel erkundet, aber ich sag mal, 2 Wochen waren wir unterwegs und haben wirklich mal so alles ein bisschen auseinandergenommen. Und ja, dann gibt es im Mesabiom diese wunderschönen Pillager Dörfer. Ja, da gibt es die auch. So, und damit ihr jetzt im Grunde genommen ein bisschen geschützter seid, habe ich euch mal welche mit. Dankeschön. Bitteschön. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, kommt man hier auf dem Server, auch wenn auf Stufe leicht ist, an die Totems ran. Und ihr müsst halt nur im Grunde genommen das Vanilla in dem Moment vergessen, also die normalen Pillager, ja, sondern ihr müsst explizit nach Pillager Outposts zum Beispiel oder, also oftmals heißen die auch Illager. Es sind aber keine Illager, es sind Pillager. Ne? So, und dann gibt es halt Es wird diese, aber grundsätzlich keine Raid-Farm nein, geben. genau. Also die Das Raid-Farm wird es müssten wir dann mit einem Spawner oder mit irgendwas machen. Also das genau, werden wir also dann, das kann ich machen. genau, Das wäre jetzt kein großes Problem, das könnte ich machen, das würde ich dann genau. im Farming-Bereich machen. Es wird aber keine Raid-Farm geben und es soll auch keine von irgendeinem Spieler gebaut werden. Wird das gemacht, reißen wir die ab. Ja, weil das Problem ist nämlich, dass Okay. solche Dinger nämlich ganz schnell nach hinten losgehen können. Und da wir ja den Fokus auf Abenteuer und Bauen hier gelegt haben, würde das ein Problem sein. Deswegen haben wir zum Beispiel auch gesagt, es herrscht hier ein absolutes, ich baue mir mal einen Wizard. Ne? Das gibt's hier nicht. Es, na, das können wir alles anders lösen, wollen wir anders lösen, weil wir haben das zu oft erlebt, dass auf normalen Community-Server so ein Wizard total außer Kontrolle geraten ist und so viel kaputt gemacht hat. Und das ist, wie gesagt, wenn da 3, 4 Leute zeitgleich da irgendwelche Wizard spawnen lassen, also dann möchte ich mal den Server sehen, der dann nicht in die Knie geht. Und das ist ein bisschen, ihr versteht schon. Ist genauso, dass wir gesagt haben, also die Rio ist ja auch so kleine, findige, untote Endermännchen-Maus, ja. Und die hat sich ja am Farmgelände schon was einfallen lassen, was da rumsteht. Einige werden es schon entdeckt haben. Das wird es nach dem Umzug geben, weil wir gesagt haben, das End ist noch weit. Aber wir wollen euch natürlich ja die Hat Möglichkeit die geben. gebaut? Ja, Das hat Leo gebaut. die hat da einen Leo gebaut. Den habe ich gebaut. Den hast du gebaut. Ich krieg das auch immer. Auf jeden Fall hattet ihr beide die Idee, dass es dann gegen gutes Tauschzeug Auch gegen aber teuer. das, Teuer. Also da müsst ihr wirklich gut sein. das wird richtig teuer, sage ich euch gleich. Aber ich denke mal, die geübten Spieler, die hier schon lange unterwegs sind, die werden das auch haben, um das zu Ja, bezahlen. Ne? an sich kriegt ihr das hin. Es wird halt, wie gesagt, teuer werden, weil es halt ein spezieller Markt ist, wo ihr alles bekommen Genau, kann. genau. Auf jeden Fall, Und wie gesagt, wird es etwas geben, wo sich viele, gerade der Langzeitspieler, sehr drüber freuen werden. Ist genauso, dass ich momentan noch am Überlegen bin, ob wir noch ein bisschen mehr von der Map, ein bisschen die World Border noch eröffnen. Das werden wir aber erst entscheiden und wenn wir sehen, wie das Nether bei euch ankommt. Ja? Mhm. Also was da alles vorhanden ist. Also Rio und Mimi werden dann ein bisschen rumfliegen und mal gucken.
dass da so bestimmte Dinge vorhanden sind, damit ihr natürlich als geübte Spieler natürlich auch ein bisschen mehr Spannung wieder habt. Und notfalls, wie gesagt, werden wir die Worldborder auch ein bisschen vergrößern. Ne? Also momentan haben wir diese angepasst zu der Spielerstärke, die hier zwischendurch immer mal ist. Also es sind ja doch immer einige, die hier unterwegs sind. Und ja, das Problem ist halt, man kann diese Dinge halt nicht neu generieren oder so halt, ne? Dass da wieder Loot drin ist. Das geht nicht. Und alles, was aufgedeckt ist, wird sowieso nicht neu generiert. Das wisst ihr, weil sonst gehen Dinge kaputt. Also haben wir gesagt, werden wir Stück für Stück dann notfalls die Worldborder vergrößern, dass das wieder so ein bisschen spannender wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr euch darauf vorbereiten. Also das Nether wird haarig, die Spielstufe auf leicht bleibt, damit auch ungeübte Spieler halt hier Fuß fassen können, weil viele möchten sich natürlich erstmal in Ruhe ausrüsten. Ja, die Welt entdecken, die Datapacks entdecken, was es hier alles so gibt. Und das ist natürlich ein bisschen haarig dann, wenn das dann die Post abgeht, sage ich mal so, wo wir geübte Spieler schon Schwierigkeiten haben. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, machen wir heute eine kleine Tour hier bei Matze und Hanna. Wie gesagt, die gehören auch zum Bauteam und habe schon den Verdacht, die wohnen hier beide zusammen. Die sind hier bestimmt auf dem Server. Ich weiß Die nicht, weil haben die kein heiraten. Privatleben Aber mehr, auch ich nicht mehr. glaub's. Die haben Bleiben kein, Priester hier auf dem Server? weiß, Wie? Muss mal gucken, ob wir Priester hier auf dem Server haben, weil ich glaube, die heiraten bald. Die haben wir, glaube ich, bald eine Es Hochzeit. gibt ein Plugin, wo man mit Spieler verheiraten kann. ja schön. Machst du denn einen Priester, Mimi? Die Hanna sich Ich hab gleich leider hinter nicht die Matze Quali versteckt. dafür. Sei doch Können nicht so Reunion. schüchtern. Wir fragen Wusimo mal. Guten Abend, lieber Gucci, auf jeden Fall. Und Wusimo, Hallöchen, bist du schon fertig mit Stream? Wusimo könnte auch unser Server werden, unser Priester. Ja. Also ich denke mal auch so, dass von diesen ganzen Stammspielern, die hier drauf sind oder so, hat ja jeder so ein anderes Thema. Und ich denke mal, das passt ganz gut zusammen. Also, dass sich da eigentlich auch so immer Interaktionen halt ergeben halt, was man hier so anstellen kann. Also Auf je Flitterwochen könnt ihr bei mir verbringen. Auf meiner Hotelinsel. Mit Strand. Und demnächst auch Eisbahn. ja, ja, notfalls machen sie Urlaub in der Tiki-Bar, Flitterwochen. Aber schaut mal, hier könnt ihr auch auf der Karte sehen, es ist echt riesig. Was habt ihr das Yin- und Yang-Zeichen ja auch neu gebaut? Es sieht Mhm. ja Ja, haben sehr wir. Da war ich eben interessant auch aus. schon. Da muss man Wasser drüber laufen lassen, habe ich gesehen. Ah, Da passiert nichts. okay. Das ist kein Beton. So, Trockenbeton. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Base an. Ja, aber leider konnte genau. ich kein Raid machen, da niemand mehr im Chat war. Oh, das tut mir leid. Das ist schade, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wer alles Crafters Live auf dem Mittwoch schon. Vielleicht musst du dir einen anderen Tag nehmen. Oder dich vielleicht mit Padma oder Stine oder so abstimmen. Weil Stine, die macht ja gerne Raids. Ja, sowas. Musst du mal gucken, man. Die streamt und dann ich mit ihr verabreden. Wir passen uns ja an. Bei Wusimu ist nämlich heute ein bisschen fremd gegangen. Der ist nämlich jetzt Teil von Crafters Live unter anderem. Das heißt, Oh. ja, es freut mich auch sehr, dass er da mitmachen kann. Weil, wie gesagt, mir persönlich ist das einfach too much. Ich habe schon genug mit meinen 3 Projekten hier zu tun. Und wie ihr wisst, sammeln wir ja auch nebenher immer noch ein bisschen für das Rundum-Paket für unsere liebe Mimikry, für unsere Bauteamleiterin, die hier irgendwo in der Decke, in der Wand oder im Boden steckt. Keine Ahnung, wo sie gerade ist. Die ist doch einfach gut. Ja, da guckt sie raus aus dem... da. Das sieht aus, als wenn sie hier durch den Boden taucht. Ihr habt einen Hausgeist.
Ja, wie gesagt, also einen großen Teil haben wir schon geschafft und zusammen. Das freut mich, aber da geht bestimmt noch ein bisschen mehr, dass wir sie vielleicht noch ein schönes Essen genießen lassen oder solche Dinge halt. Und ja, ich bin gespannt. Da ist sie. Steckt im Boden fest. Weil die Mimi nämlich auch schon ihr zweites Zuhause hier auf dem Community-Server hat und ehrlich gesagt, ohne Mimi ihre ganzen Ideen und beschäftigen mit ganz vielen neuen Dingen wie Datapacks, wie Citizen und weiß ich was und diese ganzen Porter und ich habe mich auch schon gefragt, ob die sich hier schon ein Zimmer auf den Zauber genommen hatte und hier eingezogen ist. Da gibt's nicht mal Du, Passhaus. Bubu, ich Ja, habe dir die Gamescom-Karte zugeschickt, ne? ja. Als Meldeadresse war Klötzchen-Server angegeben. Es war. Als Meldeadresse, als erste Adresse war Klötzchen-Server angegeben. Ah, Au! okay. Ich glaube, die zweite Adresse ist wirklich da, wo sie wohnt. Jo. Wo sie zu Hause ist. Bin mit Nonstop zusammen am Stream. Dann liebe Grüße raus an Nonstop und euren Community. Gibt es. So, jetzt machen wir aber weiter, dass wir jetzt hier mal weiter ein bisschen gucken. Genau. Die Basics sind hier. Und Ach, habt unser ihr gleich Powerstand. aufgehangen, das Püppchen. Ja, wenn du hinschaust, dann siehst du es auch. Geschenk vom Bubu. Oh, süß. Na, man weiß ja nie, wofür es gut ist. Ich wollte sowieso mal Richtig. gucken. Ich habe euch bestimmt noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Also Rüstung habt ihr ja schon richtig gute, verzauberte Dinge. Aber vielleicht Ja. könnt ihr ja auch so einen goldenen Apfel gebrauchen. Oder braucht ihr eure Leuchtzeug? Diese Leuchttintenbeutel? Könnt ihr Den sowas? Leuchttintenbeutel, da haben wir noch nichts genug. Oder noch nicht Okay. viele. Warte, da muss ich mal gucken. So, ich schau mal. Weil da habe ich. Ja, Weil meine Bündel halt. sind hier nämlich auch alle voll. Habt ihr irgendwelche Schmiedevorlagen, die ihr sucht? Oh. Welche hast Silent. du? Ich habe eine Idee, wie man die Leuchttintenbeutefische macht. Okay. Welche Farm sucht, dazu. welche suchten Silence. Island? Ja. Oh nee, den haben wir noch nicht gefunden. Den gibt's glaube ich nur in der Ancient City. Oder? Genau, beim Warden. Das ist ein guter Grund, Wusimu zu überreden, mit uns nochmal in eine Ancient City zu kommen. Ja, und ich weiß, wo eine ist. Ich Ja, weiß, wir wo haben eine ja ist. mehrere Wenn gefunden. 2 sind, Ja, also wie gesagt, Rüstung 2 sind bei mir in der Nähe. ich hätte ein schönes asiatisches Banner für. Muss ja Ja, irgendwie. so gucken wir dann auch einen Platz. Mein Trank des Glücks behalte ich. Braucht ihr irgendwelche Köpfe noch zur Deko? Die Anna ist die Dekorateurin bei uns. Ich hätte noch einen Zombie-Kopf, einen Skelettschädel. Braucht ihr- Davon haben wir genug. Braucht ihr Name-Tags? Nee, davon haben wir auch 30, 30 Milliarden von. Okay. Braucht den Akquisator. Eine Statue? Ein Akquisator. Wir haben keine Achso, nee, da habe ich Statuen. eine. Statuen eingepackt hier. Doch, ich habe eine. Also ich hätte noch, wenn ihr irgendwelche Villager heilen wollt, ich hätte noch einen Wurftrank der Schwäche und einen goldenen Apfel. Was hätte ich? Oder Amethystscherben. eigentlich Könnt ihr gut. sowas gebrauchen? Amethystscherben haben wir, weil wir haben nicht weit weg so eine Geode. Ah, okay. Na gut. Kann ich Genau. euch auch nie helfen. So, aber die Leuchtdinger Nee, gebe ich eigentlich- euch. Ja. Genau. Da habe ich irgendwo habe Weil ich wir noch haben- mehr, die bringe ich euch dann mal bei Gelegenheit. Oder pack euch eine Kiste in das Bubu-Haus, wo ihr die rausholen könnt. Oder. Wir brauchen unbedingt das- eine Poststelle am Spawn. Ah. Briefkästen haben wir ja Eine schon verteilt. Post brauchen. Na, die Briefkästen nützen ja nichts, da läuft man sich ja tot. Wir brauchen eine zentrale Poststelle. Bubu, Oder ein Ja. Postbote, der sich ich kenne vorstellt. Plugin,
womit man ein Postsystem aufbauen kann. Ist das die Snail Post? Nein. ich habe Oh, gestern mit dieses Scar, E-Mail so genial. ich habe gestern mit Pearl und Scar geredet. Also Pearl ist ja die Postbotin bei Hermitcraft. Und die haben da auch ein super geniales Leitungssystem, aber das würde wahrscheinlich die Map hier doch sehr zerlöchern. Weil die haben ja nicht die Oh, Anna ist weg. Plugins, die haben ja nicht die Plugins oder solche Dinge unterirdisch, so wie wir sie haben mit Datapacks, sondern die haben ja relativ nah an Vanilla, die haben nur Zusatzplugins mit reingenommen. Anna ist wieder da. Und ich glaube, eine Mod haben sie mit drinne, diese mit dem Kupfer, die können also auch diese Kupferzäune und so, also die Kupferblöcke anders nutzen. Ja. Und die haben ein super, super Verteilsystem. Das heißt, du schmeißt quasi eine Schalker rein und dann flutsch und dann ist sie beim anderen. Aber ich habe mir das System mal angeguckt, das ist ja der Wahnsinn. Also die haben dann ein ganzes unterirdisches Tunnelsystem mit Wasserstraßen, wo die Schalker dann lang rutschen. Es ist ein bisschen zu übertrieben. Aber wenn die Mimi ein Plugin kennt, das wäre nämlich vom Vorteil, dass man sich untereinander immer so Dinge zuschicken kann, die der eine braucht, der andere nicht, weil die Wege sind sehr weit, wie ihr gesehen habt. Das würde uns ein bisschen erleichtern. Briefe schreiben. Briefe schreiben, genau. Lieber Hanna, lieber Mann, gucken wir jetzt eure Base an. Ja. So, wie ich schon gesagt habe, hier unten sind eigentlich die Basics. Ah Ähm, ja, sowas habe Öfen, ich auch bei mir. Ja, Du hast sogar einen ganz großen bei dir. ja, es ist richtig. Damit man die dann haben wir Öfen hier auch den immer befeuern kann Verzauberungstisch. hier. Mhm. Genau. Unser Hallo, Verzauberungstisch. Katze. Ah, sowas fehlt Unser, mir noch. Ja, ich hab noch keinen. Nein, sowas hast du. Hab ich? Ja, ich habe Versauberungs. Ja, Die war so, als wenn ich irgendwo einen Tisch. so einen hast du. Und zwar in deinem Keller. Ah ja, in meinem. Was? Ja, in deinem Keller. Ich hab Habe einen ich dir eingebaut. Zaubertisch Du hast im. einen voll funktionsfähigen Zaubertisch für Level 30. Warum weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Oh. Ihr seht schon, ich kenne mich in meiner eigenen Base nicht mehr aus. Oi, und so hübsche Teppiche einrichten muss ich ja bei mir auch noch allerhand. Wenn das mal fertig ist. Aber ich wohne ja eher so Steampunk-mäßig, ihr wisst, eher Maschinen zwischen dem Bett und dem Schrank und so. Oh, ein wunderhübscher Glastür. Ja, der Und eine Glas ist Couch schon zum hübsch, aber, Chillen drauf. aber, Oh, wie aber gemütlich. Ja. Kerzen sind nicht an. Was? Ich habe die Kerzen mal angezündet. Ja. Die waren ausgegangen. Ja, die brennen auch runter, die haben hier Sparmaßnahmen. Brennen lieber teures Gas ab für Laternen. Teures Öl. Ah, und Und ich hier habe ist noch das ganz kleine viele Kerzen, Schlafzimmer. falls die ausgebrannt sind, sagt Bescheid, dann bringe ich die Genau. mit rein. Dann Hübsch. haben wir hier nochmal ein Stockwerk. Aber bei dem Haus hier muss man aufpassen, dass man auch die Kerze trifft zum Anzünden und nicht nebendran zündet. Oh, das ist ja hübsch hier, so ein Regalsystem. Oh, ein großes Genau. Bett. Ah, das andere war das Kinderzimmer. So. Genau. Ach, da kann man rausgucken. Ja, Kinderzimmer. Und jetzt kommt man, finde ich, mein Highlight. Schlaf. Andere war das Kinderzimmer. Ja, mit Ketten am Bett, ne? Ich sage jetzt nicht, mit Ketten am Ja, Bett. ja, du musst raus. Es ist noch nicht 22 Uhr. Tschüss. So. Okay. Oh, ey, ein schönes Huhn. Und Balkon. guten Abend, Wusimu. Ein Balkon? Oh, ui, das ist aber ein toller Blick hier rüber. Was habt ihr ein Snifferhaus? Sehe ich das richtig? Ja. Soll das ein Sniffer sein? Ja. Ein Sniffer? Wir haben hier Sniffer. Du weißt, was das Schöne ist? Mhm. Da geht man wenigstens vorne rein, nicht wie bei einem Frosch hinten durch den Poppes.
Oh. Genau, das war unsere Base. Ui. Das ist echt hübsch. Schaut mal, wie groß das hier ist. So viele Gebäude. Was ist eigentlich in dieser gelben Kugel da drin? Und ein Ballon. Nicht nur Oh. Oh, das ist ein einen. Ballon. Nicht nur. Da unten Da steht ist noch ja ein noch Ballon. einer. Der ist ja kurz davor abzuheben. Mal mit dem mitfliegen. Mhm. Das wäre schön. Ja, irgendwann bestimmt. Oh. Was ich auch überlegt habe, im Grunde genommen, ist, wenn man hier so ganze Städte halt baut. Das ist ein römischer, was? Ein römisches. Kannst du nicht lesen, weil, warte mal, Anna, ich muss mal Anna. was da hinschreiben, damit ich es lesen kann. Anna. So, ich schreibe mal hihi. Ein römisches Banner. Okay. Das meinte er. Okay. Es ist wirklich hübsch Usi hier. ist im Wartebereich. Okay. Dann holen wir mal Wun. Guten Abend, Wusi. Guten Einen Abend. schönen guten Abend. Na, alles gut? Ja, Das freut mich. Oh, hier kann man sogar Bier. kannst du mich porten? Ja, kann ich machen. Wartet mal. Oder Mimi macht mal. Mimi darf mal. Mimi, bist du hier noch in der Nähe? Nö, ich bin bei deiner Base, weil ich darum baue. Gut, okay, dann hole ich. Warte, das mache ich das. Warte. Ach so. Vorsicht! Ein wildes Fusimo kommt. Falsch. Er weiß, wo es ihn jetzt Deines hingeportet Uhu- hat. Deines Uhu bei Usimo. Pass auf. Noch bin ich in deiner Base. Jetzt hat. Ah, jetzt. Hallo, Usimo. Hallo, Wusi. Hallo. Na, Hallo. wir gucken uns Zurück müsst ihr gerade aber die... alle laufen. Ja, ja, alles gut. Nein, zurück schickst du mich. Jo, Vergiss es. hättest du wohl gern. Ja. Also wir sind hier gerade in der Hauptbase, in dem Hauptgebäude von der großen japanischen Stadt. Es Ah, ist ja Gute Idee richtig, hier. es ist richtig toll hier. Uhu. Usimo, Gute weißt Idee. du was? Die haben ein Kinderzimmer. ja? Ja, die Tschüss, haben Leute. Kinder Ja, immer haben die Ketten am Bett. und Ketten am Ehebett. Sind nicht verheiratet. Ganz merkwürdige Leute, die hier wohnen. Ich will Lalalala. nicht wissen, was die mit den Ketten machen. Gibt's steht die das ganze ein Nacht rum, Gästebuch? Gästebuch. Ja. Ich glaube Okay. schon, Anna, oder? Das hast du doch umgestellt. Ein Gästebuch. Okay, Hm. ich nehme mal das Buch. Da. Hey, ich hab doch gerade gelesen. Wo Buch? Ja. 24. 4. Das ist ein tolles Datum. 24.04.24 fällt mir gerade auf. Willst du mich Mhm. heiraten Das ist heute? mir auch noch Ich- nicht aufgefallen. Hab ein Kinder. Ah, das bist du. Ich dachte, die Tür hat eine Fehlfunktion. Eure Tür steht. Kann nicht sein. Bewegungsdetektor Detektor ist dran. So, Koordinaten kann ich euch nicht geben, die kann ich euch aber scheren. Ich kann es dir aber sagen. Ich schere euch. Warte mal. Ach, ich und meine Knöpfe. So, wartet mal, ich schere euch gleich mal. Point. 9217, 515, 64. Ich müsste erstmal überhaupt. Ja. Oh, so, Megaprojekt. Share Waypoint im Chat. So, dann könnt ihr den haben. Ganz einfach. Besser als Aber die beiden Koordinaten. sind jetzt ja Also wie gesagt, Beide. ach, euch nützt das ja gar nichts. Mann.
Usimo, Wenn du schreibt mir mal die. zuhören hättest, haben wir Usimo gesagt. oder Kai, schreibt mal die Koordinaten auf. Ich vergesse mal, die Oh. Hab ich dir Bedrocker haben eben ja keine gesagt. Karte. Oh. Jetzt bin ich. So, Das ist die Höhe, vergesst ihr mal ganz schnell, das ist ganz oben. ja, du sitzt schon wieder irgendwo drin. Ich habe keine Koordinaten, bin noch mit meinem Warte Base mal, noch ich nicht schreibe sicher, mal wo. Koordinaten. Ah, die sehe ich Ich habe jetzt die nicht. im Chat geschrieben. Ja, die kann ich nicht sehen, wenn ich das Buch in der Hand habe. Sag mir die mal bitte. 9200. 9230, Warte mal. 9230, ja? Leerzeichen 122, Ja? Die Höhe. Leerzeichen 512. Kriegen wir nicht hin. Warte mal, ich mal ein bisschen fix hat. Mach Komma dazwischen. 5. So, jetzt ist fertig. Gehst du bitte von dem Tisch runter? Ich würde da gerne ein Buch hinpacken. Ich sitze Phil ist so. da. Hallo? So, Ups, das war falsch. so, okay. Das war nicht beabsichtigt. Cosimo, hast du das Buch? Ja, ich bin gleich fertig. So, So, dann hier, das hat die mir als Bar oder Restaurant oh, hier gemacht. gibt's was zu essen. Ja, Hunger, nur Hunger. das Beste. Nur das Hast du jetzt meine Eltern Lecker. geschenkt habe, der Bubu geschenkt? Nee, ich habe selber noch welche gehabt. Ich habe Ja, auch ja, noch will ich doch welche. auch. Die ist sehr hübsch. Mit Küche? Mit Küche. Ja, Mit Küche. Ei. So kann es also sein. Mit Küche, mit Oh. allem drum und dran. Schlicht, einfach und eingerichtet. Es ist sehr hübsch. Auch mit den Gerüstständern mal anders. Es ist einfach beim Möbel umstellen. Da klemmerst du einfach Klick und dann machst du plopp, 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 plopp. Da musst du aber aufpassen, ne? Wenn du zu fest Tisch gibst, sind sie auch weg. Ja, weißt du, So, was der dann Tisch einen Vorteil hat? Krümel fallen alle. Da fehlen aber die Hühnchen. Ja, da müssten Hühnchen rein, die euch die Krümel dann vom Boden wegpicken. Dann haben wir hier ein Wohnhaus. Es ist etwas, es fehlt hier ein bisschen die Beleuchtung. Na, ist alles hier ausgeleuchtet. Ah, Wir okay. spawnen drinnen. Die Okay. Leuchtmittel sind alle unterm Boden drinnen. Okay, und die Seelaternen. Okay, ich sehe schon. Genau. Hat mich. Okay, das ist ein Gästehaus hier? Ja. Nimm dich. Oh. Das ist sehr hübsch hier. Du, die waren unten. Es ist wirklich sehr hübsch. Mit Feuerstelle, Kessel. Ja, aber da ist schon wieder kein Feuer an. Er macht Ja, ja nee, nichts. die haben wir ausgelassen. Er ist So, ja dann haben keiner. wir hier. Dann haben wir hier ein Oh. ein bisschen zum Runterkommen. Ich komme gerade runter. Ah, sehr angenehm, das Bad hier. Die Idee Wenn du Bad haben willst, da kommen wir dann auch noch dazu. Es ist die falsche Oh Gott, Badewanne. nein. Würdest du Kein Bad. bitte aus dem Das Zierteich ist kein rauskommen? Badeteich. Nein, das ist ein Zierteich. Oh, dann entschuldige. Da dann sollst du dich entschuldige, aber keine hinsetzen Absicht. und gucken, wie die Fische hier rumhüpfen. Das sind aber keine Fische. Die kommen Da noch. sind noch keine Fische drinnen. Die Ich bin kommen nicht bestimmt. dabei, mal gucken. Ja. Nö, ich hab keinen dabei. So Ich auch nicht. ein kleiner Oh, Baum. der ist hübsch. Das müsst ihr nämlich wissen. Der Matze, der baut nämlich wunderschöne Custom. Das ist so schade, dass Matze kein Java-Spieler ist, als wäre er nämlich schon dreimal verpflichtet worden, im Moment, um unsere Custom Trees zu bauen. Oh ja. Weil der baut wirklich wunderschöne Custom Trees. Geht das? Wahnsinn. So sehen Macht die man das? Kirschbäume gleich viel, viel schöner aus.
Wirklich sehr So, hübsch dann bei haben wir euch. hier eine kleine Schmiede. Eine Der Schmiedeofen ist eigentlich draußen. kleine. Hier Die Schmiede arbeitet kann man ja. ein bisschen. Was ist denn das für eine Schmiede, wo der Ofen aus ist? Nein, der Ofen, der was zum Spielen ist, hier. Und der ist sogar an. Das ist echt hübsch. Guck mal, der raucht. Kann man gleich loslegen und was machen. Richtig. Dann ist da unten unsere kleine Angelhütte. Aber da Angel. ist ziemlich staubig. Da war schon lange keiner mehr Ja, gewesen. ja, da macht man sich dreckig. Da war schon lange keiner mehr. Ja doch, wir gestern. Und kein Staub gewischt. Nein, Ist aber Komm, hübsch. mach mal die Spinnenweben hier weg. Ist Oh wirklich Gott, sehr habe ich hübsch. mich gerade erschrocken. da kann man sich dann So. hinsetzen. Da unten ist der Akquisator drinnen. Da in der Ruine. Siehst du den? Oder? Weil ihr habt ja Hier. gar nicht zugemacht. Nein, deswegen eine Ruine. Ja, aber hat er auch die Stufe 3 dann? Was? Reicht die Blöcke? Die reichen, ja. Genug. Ist halt nicht komplett. Die 96 Blöcke sind's, aber ist knapp davor. Das reicht ja hier. Ja, richtig, Das ist ja nicht so ein Riesending und auch nicht so tief. richtig. Das ist bei uns schon eine andere Hausnummer. Da ist es nämlich ganz schön tief. Nicht groß, aber tief. Ja, bei mir ist es wirklich tief. Und ihr habt nette Tintenfisch. Ja, die kommen zum Glück hin und immer vorbei zum Besuchen, weil die wissen, dass sie was zum Essen bekommen. Okay. Ja. Voll nicht. Aber sehr hübsch und sehr gemütlich. Sehr hübsch. Oh, was habe ich denn gefangen? Habe ich Fisch gefangen? So. Es ist wirklich sehr hübsch. Die Mimi macht heute schon wieder On-Off-Tag. Es ist halt das Problem mit dem Handy halt. Die Hanna. Hm. Die Die haben. Hanna. Die Hanna. Ah, ich hab's heute mit Mimi. Ich habe Musimo gefangen. Ich habe Musimo gefangen. Weißt du, wo sie... So, dann haben wir hier einen Buddha. Oh. Da gehe ich nicht nochmal rein. Da ist ein ganz komisches, da ist ein ganz komischer Oh. Typ drin. Ist das der, wo man den Bauch mich ganz rubbeln komisch muss, damit angeguckt man vorhin. Glück kriegt? Er hat mich vorhin ganz komisch angeguckt. Robbe, 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 Robbe. So, jetzt habe ich ganz viel Glück. Ich werde nie wieder sterben auf dieser Map. Ich kann in die Ancient City gehen. So, hier drinnen sind Fischis zum Beispiel. Ich sehe nichts, ich habe Da eine sitzt komische Ding vor meiner Nase. Hier sind Fischi. Oh ja, die sind Mhm. hübsch. Nicht angeln. Packst deine Angel Au. ein hier. Nimm die Angel weg. Das sind Zierfische, die Au. sind nicht zum Essen. Au! Nimm die Angel weg. Au! Au! Man benimmt sich doch. Au! Ich war Guck nur mal, jetzt hat er einen angefahren. Fisch kaputt gemacht. So, dann mussten jetzt auch essen. Ich hoffe, es war nicht der Lieblingsgoldfisch von Hanna. Nein, von Matze. Oh, So, dann haben wir hier nochmal ein kleines Gebäude, ein Wohnhaus. Hat die Mia eingerichtet. das ist mit einem Bett. Und im Keller. Im Oder auch Keller dürfte ich hier keinen haben, nein. da auch nicht. Nein, das Ja. sind Ja, Zierleisten. Ach, du verstehst doch wirklich nichts von Deko. Also echt. Ach ja? So, Da Es hat ist er nicht so jede Sachen Falltür gleich gebaut, ein Keller. Kaffeetasse. dann haben wir hier unsere Schaffarm, Oh. weil ja die Decken, die Dächer
Monsterproof gemacht habe. Ja. Also ihr müsst Dann auch wissen, wie machen- gesagt, wenn ihr so eine kleine Herde haltet, ist da nichts gegen einzusagen. Aber wie gesagt, keine großen Herden. Also wenn ihr wirklich mal richtig fett Zeug haben wollt, dann macht euch die Mühe, lauft zur Farmwelt und holt euch die Wolle, die passende Farbe da. Gibt's halt. Genau. Es ist wirklich hübsch, weil mir gefallen auch diese Fenster. Sehr hübsch. Es macht wirklich so den Eindruck, als wenn man die auf und zu kann. Es ist sehr hübsch. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Dann Nachdem unser Matze laufen ja wir schon Japan im Grunde im Taschenformat auf dem ersten Community-Server gebaut hat. Ich finde auch schön, dass du bei dem Thema geblieben bist. Oh, hier gibt's Axolotls. Ja, Max und Moritz und das Baby oder das Gelbe weiß ich gar nicht, noch nicht, wie der heißt, aber wir haben hier Max und Moritz, Ah, ist weil wir sehr haben schön. da 3 Axolotls. Goldi. Ein Gold. Goldige, stimmt, das wäre auch ein Name, ja. Steht auch ein Name. Ah, Willerbone. Mixing today. Ah, zwei gelbe und ein rosanes. Ich hab schon wieder nasse Füße. So, dann habe ich hier noch Würdest du eine bitte deine Stinkefüße aus Kuhherde. dem Wasser nehmen? Das könnte die Ich habe Axolotl ein keine bisschen stören. Stinkefüße. Ich So. habe keine Stinkefüße. Dann hier meine kleine Kuhfarm. Ja. Klein, fein, die Mit- haben Bewegungsfreiheit, die lässt du leben. Genau. Das ist kein Schlachtvieh. Das ist Melkvieh, Milchvieh. Aufdruck, Nicht aber zum für Essen. den Aufdruck. Das ist sehr hübsch. Warum stehen die auf dem Kopf? Was? Hast du jetzt auch die auf dem Kopfstehkrankheit hier? Ja, Ach nö. falls. Es ist irgendwie merkwürdig. Egal, wo der Kai unterwegs ist, die stehen, der geht alles kopfüber irgendwie. Weiß ja auch. Äh, Anna ist ja silber gekleidet jetzt. ja, ich wundere mich gerade. Was ist passiert? Ich glaube, die Hanna. Mit der Java bin ich drauf. Ah, sehr schön. Mit der Macht ja. jetzt so Der gemoppelt. Tropfen macht heute nicht mit irgendwie. Ja, glaube ich auch. Wollen wir hoffen, dass es jetzt besser ist. Ja, schon ein bisschen mal die So, Alte. dann Dann laufen haben wir wir- mal weiterhin. Es gibt hier Genau. so viel Nochmal ein zu. kleines Häuschen. Ah, da können sich ja ganz viele bei euch ansiedeln. Gerade ein Zombie gehört. Ja. Irgendwo hier ein Zombie. Was? Hier unten drunter ist ein Zombie. Es ist das Gruselhaus wahrscheinlich. Da werden alle ungeliebten Gäste sowieso reingestellt. Ja, da unten ist ein Zombie. Soll ich den mal Mhm. wegmachen? Ich höre nichts. Soll ich den lassen? Höre auch nichts. Ja, Dann, Na gut. Doch, dann jetzt ist höre da ich ihn. unten ein Raum. Jetzt habe ich Prinz? gehört. Hört sie mich? Ein Labyrinth. Ja. Ja. Wie lange Oh. braucht man da, bis er durchkommt? Geht schnell. Ich habe schon die erste Sackgasse gefunden. Sackgassen finde ich gut. Ansonsten habe ich eine Axt dabei. Hier ist ein Loch. Wo ist ein Loch? Da, wo ich bin, da passt was nicht. Da ist ein Notenblock runtergerutscht. Bubu hat's geschafft. Sehr schön. Wenn man Langeweile hat. Da, Matze, genau hier. Da. Das guck. ist richtig. Okay. Muss ich noch ausbessern. Ups, Schaut mal. falsch. Da. Ein großes Labyrinth. Ich hab mich raus, juhu. So. Es sind noch ein paar Häuser, was kommen. Ganz gut. Es ist für Riesen.
Ich finde das so schön, immer mit diesen Kesselräumen hier. Es ist sehr hübsch. Du, Matze. Mal eine alles entscheidende Frage. Ja. Wo sind denn hier die Toiletten? Toiletten? Gibt's keine. Da muss Irgendwo- man in den Wald gehen. Die gehen alle Pipi im Wald machen. Richtig. Hier ist ein Baum. Die machen das kleine Füchse. Vielleicht ist das ja das Sinn des Labyrinths. Das sind ganz viele Buschis. Hm. So, Ach, dann ich- haben wir hier. Ich mache das wie früher im Schwimmbad. Ich gehe einfach ins Wasser. Ja, oder so. Die armen Füchse. Aber Genau. ich war bei den Axolotls. Ist auch Da ist hübsch. auch kein Keller drunter. Da? Nein, auch das ein Keller ist nirgendwo. Asiaten haben keinen Keller. Aber wie könnt ihr denn da leben ohne Keller? Ohne Das geht Keller wäre ich schon. aufgeschmissen. Das ist eine kleine Eisenfarm, halt verkleidet. Aber das haben wir gebaut Sehr gehabt, schön. weil der Weg noch zu weit war, bevor der Spawn, bevor der Hallo, liebe Teleporter Villager. kam. Ja, Werdet aber wie ihr gut gesagt, behandelt? die Betonung liegt ja auf ganz kleiner Eisenfarm. Also kein Monsterteil. Ihr seht das auch. Weil sonst würde das Haus da auch gar nicht Natur. hinpassen. Richtig. Euer Es Villager ist hat eine eine sehr Kopftemperatur. Haben wir hier drinnen einen kleinen Brunnen. Oh, ein überdachter Das Brunnen, war welcher. früher mal Damit den er nicht nass wird. Steingenerator. Ein Brunnen, der nicht Genau. nass wird. Oh, hier kann man sich duschen. Yep. Genau. Dann gehen wir hier hinter. Dann habe ich hier nochmal einen Teich, aber immer noch ohne Fische. Ja. Auch sehr hübsch. Aber wo jetzt kannst du nicht meckern. Hier sind keine Fische drin. Das Yin und Yang Zeichen, das ist mein, wie heißt der, Tongenerator. Ah, Hier. okay. Ist schick Mach gemacht. mal einfach Erde drauf und das tropft und dann bekommst du den Ton raus. Matsch, oder? Matsch. Oh, hier genau den Matsch drauf und dann bekommt man Ton, genau. Das ist ja mal gut. Und wenn du hingehst und oder noch 3 Blöcke unter den Tropfstein teile, dann hast du noch gleichzeitig einen Tropfsteingenerator dabei. Jo. Warum regnet es Ja, eigentlich ich bei hab- euch dauernd? Ja, weil hier eigentlich Dschungel ist, mal wieder. Absolut. Wie auf den Aber ersten das haben hier Blick. wir uns so Hier ist ausgesucht. Dschungel. Solange Wo es ist denn nicht hier schneit, Dschungel? Ich alles sehe keinen gut. Dschungel. Solange es nicht So. schneit. Dann hat man hier einfach nochmal eine Sitzgelegenheit. Das ist gut, so ein Gruppenbequatschungsraum. Ein Genau. Besprechungs... Es ist sehr hübsch. Und wo baut ihr euer Netherportal, wenn wir sie endlich haben dürfen? Das weiß ich noch nicht, aber da finde ich bestimmt einen Platz. Ich bin gespannt, wie so ein Netherportal im asiatischen Stil ist. Ja, das Ein bekommen anderes wir. Netherportal auch nur verkleidet. Vielleicht wird es ein Drache oder so. Vielleicht ein großer Jadedrache. Du, weißt du, an was Wir ich sind- da gerade denken muss? Heißt, An Tütchen. ja? An Tütchen. Ich habe Tütchen Hier ist letztens unsere beim Stream Baumfarm. geguckt. Ah, Er hat das Portal in das Schaf reingebaut. auch nicht schlecht. In den Bobbes vom Schaf. Wieso hängt da eine Handgranate in der Luft? Es ist keine Handgranate, es ist ein Ballon. Oh, mein Männle wieder. Handgranate, an was der denkt. Wirklich. Also Das hat wirklich. Gut, also was viel Eine Zeit bunt gekostet. bemalte oder was? gut, ich würde mal sagen, es geht ihm besser. Einfach wieder dumm rumlabern. Ja, genau. Kann schon wieder Sprüche klopfen, ja. Galgenhumor. Granate. Ja, Das dann, ist eine Granate, ja.
Das Oh. Menesi ist mit Granate. Matze, Ja. Seltsamer Gast. Der wollte halt auch mal sich hier aufhalten. Der findet das auch. Kommt davon, weil ihr die Lagerfeuer ausgemacht habt. Eigentlich ist ja Das Beleuchtung. wurde gefällt. Ah, ich regne jetzt durchs Dach. Was? Es tropft. Das tropft es. Hast du mal ein paar Schüsseln zum Unterstellen? Bei mir nicht. Er tropft. Ne, Ah, guck. bei Ja, mir ist fast alles wie zu. zu Hause bei mir. Da tropft auch durchs Dach. Warte mal. War das Bett? Ja, so einzelne Tröpfchen kommen hier runter. Aber nee, die fallen neben das Bett. Das Bett ist noch trocken. Oh, da liegt ein Fußbett. So, dann. Genau, Menne kann immer dumme Sprüche kloppen. Das weiß ich, selbst wenn es ihm richtig mistig geht. nicht auch weiter erzählen, Matze? Ja, genau, mach du mal weiter, weil da sind jetzt noch die restlichen paar Häuser. Ja. Das ist So, schon dann keine, haben wir hier keine noch- Base-Führung mehr, das ist eine Stadtführung. Ich komme mir fast vor wie Momentum. Ja. Gehen nur noch die keine Liste. Epochen. Ja. Es ist Hier auch haben hübsch. wir auch so ein Wohnhaus. Hier fehlen eindeutig die Bewohner. Hier Ihr tropft rechnet es mit auch sehr rein. vielen Gästen, mit Dauergästen. Wir doch nicht, wir niemals. Ist das dein fettes Kind? Hast du dein Kinderbettchen gebaut? Nee, das ist kein Kinderbett, das ist ein Sofa. Oh, Entschuldigung. Ach, das wäre das Also Kinderbett. ich hätte ja so eine Idee, wie ihr im Grunde genommen mal hier so was veranstalten könnt. Ihr könntet ja mal überlegen, ob ihr vielleicht ein paar Spiele oder so hier könntet. Ein paar japanische. Mhm. Oh ja. Das lockt doch Leute an, die dann kommen. Dann könnte man so ein Eventabend machen und dann kommen wir euch alle besuchen, weil genügend Betten habt ihr ja hier. Betten haben wir genügend. Da könnte man ja dann hier übernachten. Das ist echt. Das stimmt. Ein Und ich Kind, weiß, dass das Matze da ist auch immer so ganz vegan. tolle Ideen hat, wenn es um sowas geht. Oder du packst dich mit unserem Desaster zusammen. Nee, nee, da wird's exklusiv. Nein. Gut, nächstes Haus. Nehmen wir mal an, eins von den Trilliarden Wohnhäusern. Ja. Oh, das ist Ja, mit hier einem haben wir auch noch- Elternbett. Okay. Und noch ein Okay, das ist für befreundete Elternpaare. Nein, denk nicht das weiter, was ich angefangen habe zu denken. Nein, Kai. Nein. Das ist ein Haus für Erwachsene zum Spielen. Genau. Es ist zwar schon nach 22 Uhr, aber wir wollen es jetzt nicht weiter ausführen. Oh, hier ist der tolle Ballon. Das ist keine Handgranate, das ist ein Ballon. Mit dem gehe ich in die Luft. Wieso? Doch, hast eine du den Handgranate. Du, Hanna, deine Bienen müssen gemolken werden. Der Stock ist voll. Oh, die ertrinken ja schon im Buch. Das ist doch Nichts dabei. Ich habe auch. Ich habe Honigflaschen gefüllte, ja. Gefüllte habe ich noch. Was? Ja, ich habe noch 8 Flaschen hier, Hanna. Der steht aber auf der anderen Seite. Oh. 8 Flaschen. Denk aber dran. Habt ihr ein ja. Lagerfeuer drunter? Oh, ich hab's geahnt. Ich sag's noch. Habt ihr ein Lagerfeuer drunter? Hilfe! Man kann die Hanna aber rennen. Ja, dann mache ich mal ein bisschen die Führung weiter. Die Hanna fährt ein bisschen laufen.
ihr das macht, ich verabschiede mich jetzt. Ja, Ich schlaf muss- schön, Nacht. Mimi. Gute Schlaf. Nacht. Ich muss den Schlaf von letzte Nacht nachholen. Ja, mach. Ja, Hanna, War doof. Nacht, bis morgen. Ach, liebes Dann, Morgen. auf. Anna, du kannst wieder Dann haben kommen, wir die hier ist ja nochmal normal. ein Häuschen. Ne, da waren wir, glaube ich, schon drin. In dem Häuschen waren wir schon. Ja, da waren wir. Hier hinten ist noch mein Wohnhaus. Ja, komm, ja. Wieder normal. Ich geh mal gucken. Die ist wieder Die ist wieder normal. normal. Okay, Hanna, du kannst weiter rumlaufen. Wer wohnt denn hier? Oh, das ist aber hübsch. Oh, das ist Elli zu Hause und Papageien gibt's. Hat jemand eine Torte? Nein, du gibst denen jetzt keine Torte. Das macht Bauchauer bei Vögeln. Ich will jetzt dem Elli geben, nicht dem Vogel. Oh, schaut mal. Das ist hübsch. Sind aber. Das ist hübsch. Oh. Da ist noch gar nichts drin hier drin in dem Haus. Das ist doch leer. Du magst da nicht Ja, das ist- reingehen. Das muss ich noch einrichten. Du frisch magst gebaut da nicht worden. reingehen. Warum? Du magst da nicht rein. Okay. Ich mag nicht rein. Das Gut. sag ich doch. Außer ihr braucht irgendein Ferienhaus. Urlaubshaus. Wo wir die Betten selber mitbringen. Ja. Und Bettwäsche und Eigentlich. Essen. Und dann Möbel. sollst du noch den vollen Preis bezahlen, ne? Und Möbel. Unser Das ist mein Lieblingshaus. Hallo. Was sind denn die Sniffys? Sind die genauso hübsch wie meine? Lass mich mal gucken. Oh, ich Na, liebe die du? Geräusche so. Meine ist hübscher. Hallo. Die sind so flauschig. Schön Ja. ruhig. Man wird immer ganz ruhig in denen ihrer Gegenwart. Ich finde das gut, dass das mal so ein ganz ruhiges Mob ist. Ganz gemütlich. Die finden so schöne Blümchen. Warte mal, ich guck mal rein. Wenn die so schnuffeln. unser Sniffer ist aber auch ein Oh, Ausreißer. Er hat mich eingeschnuffelt. Ich bin im Kopf. Hilfe. Es hat mich verschluckt. Aber das sind doch Vegetarier. Guck mal. Ich hab keinen Kopf mehr. Mach mal Also nicht Schnupper, allein Schnupper. lassen. Mach mal Schnupper, Schnupper. Die haben ja 6 Füße. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Noch nie? Haben sie. Die haben 6 Beine. Dann laufen die so langsam. Ja klar, sonst stolpern sie über die eigenen Füße. Okay. Haben auch so eine große Schnuffelnase wie mein Hund hier zu Hause. Die kommen mir nicht ins Haus. Die sind aber schön. Ich war auch nicht. Mit so einer. Aber wir haben ja Buddy hier zu Hause. Der hat auch so eine. Macht immer. Und ist ja auch Oh. Blumen aus. Das ist hübsch. Baut mal die Gärtnerei hier. Hübsch. Und Das ist ja ist- auch Blumen aus, dein Buddy. Nein, er frisst Blumen. Sagen wir mal so. Er frisst Rasen. Habt ihr einen vegetarischen Hund? Nee, einen ziemlich durchgeknallten. Der hält sich zwischendurch wie ein Schaf und grunzt wie ein Schwein. Das passt. Ach, das passt ja zu. Jo, Alles Also, doch ein bisschen verrückt von dir, das oder? ist sehr hübsch hier, weil das ist so schön hell hier. Finde ich sehr hübsch. Sehr, Auch sehr. der farbige Glas. Oh. Nein, das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich finde die Idee mit den Blättern
Bei dem Glas, ja. Brandungsglas. Besser als wenn man so dieses Holz macht, weil das ja manchmal sich so ein bisschen blöd connectet. Aber auch die Kuppel hier finde ich sehr hübsch. Raus mit den Papageien und Ellis. Bei die Nacht sieht das unheimlich schön. Also gerade so mit Beleuchtung ist der echt extrem klasse auf dem Server. Mhm. Habt ihr da auch ein Plugin für fürs Licht? Irgendwas anderes? Nicht, dass ich wüsste, was ich. Und noch eins von. Sehr schön. Ja, aber hier ist unser Cobblestone-Generator. Ah, okay. Das ist ja Aber praktisch. hier ist halt, Das ist sehr hübsch. wenn das doch euer Cobblestone-Generator ist, warum ist da kalt Sitz in der Kiste? Damit du fragst. Genau. Darf man da einfach abbauen? Ja. Und das fällt dann unten in die Kiste. Dann ist hier mein Kaktusfarm, meine kleine. Oh. Ihr seht, das muss nicht immer à la Tramex zu. Das reicht vollkommen. Es ist sehr hübsch. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil das auch hier optisch einfach reinpasst. Jetzt stellt euch mal vor, die bauen hier alle so eine riesen Dinger da rein. Das würde den ganzen wunderschönen Anblick von dieser Stadt kaputt machen. Ich bin echt gespannt, was ihr hier noch alles hinsetzt. Dann haben wir hier nochmal Sitzgelegenheiten und einen Teich. Oh. Teiche haben wir hier genug. Ja. Ja, da keine Angeln, weil da noch keine Fische drin sind. So schön strukturiert Den und Marktplatz hast du ja. vor allen Dingen das Witzige ist, ich finde eure Anpflanzung von diesen Blumen gut. Das ist ja alles so mustermäßig. Ist euch das mal aufgefallen? Dass das hier alles Muster ergeben? Das hat bestimmt Hanna gemacht. Die alle angefangen. Nein, Das warst du, Matze? ja, Das ist Matze gewesen. das war ich. Schaut mal, das ergibt hier Tatsache alles ein Muster. Verrückt. Dann den Marktplatz, da hat man ja. Genau, da bin ich angekommen. Genau, und jetzt haben wir noch ein letztes Gebäude. Okay. Ich weiß sowieso Das schon ist- nicht mehr, wie viele wir angeguckt haben. Es war eine Menge. Viele. Ja. Das ist eigentlich das größte, einer der größeren Gebäude. Ah. Oh, ich bin vorbeigerannt. Ach, hier kann man auch angeln. Nein, hier sollst du nicht angeln, hier sollst du schwimmen. Du wolltest doch dich sauber machen, hast du gesagt. Ein Da hast du die japanisches Gelegenheit. Bad. Das ist das kleine Planschbecken. Das große ist dort hinten. Und oben ist dann die Umkleide. Es ist die Badewanne und nicht ein Planschbecken. Ein Angelbecken. Das ist Wollte grad sagen, Kaltwasserbecken. Planche doch. Und ich habe sogar was gefangen. Was hast du denn da gefangen? Wer hat da denn... Also Matze, Mhm. ich werde in dieses Kaltwasserbecken nicht einsteigen. Ach, da sind Pufferfische drin. So. Er hat dann Pufferfisch rausgezogen. Ja, ich habe da einen Pufferfisch. Ich merk nichts. Okay, ja, ich habe ihn in der Hand. Mal gucken, ob hier auch ein Pufferfisch drin ist. Wenn das so ist, dann muss ich, glaube ich, mal Gesundheitsamt anrufen. Du hast nicht geangelt. Ich bin hier drin. Das habe ich toll. Jetzt habe ich einen Fuchs an der Angel. Ich bin's. Kennt über die Fische verschwunden. Hier sind doch gar keine Fische drin. Auch einen ganz dicken. Ich sehe ihn doch. Ganz dicker Fisch. Wo so? So. Au. Au. Dicker Fisch, sagt er zu mir. Dicker Fisch.
So, dann sind wir eigentlich jetzt durch. Durch. Okay. Das ist Jetzt sehr sind wir. eindrucksvoll. Ich habe eine Schüssel geangelt. Die hast du bestimmt reingeschmissen. Nein, ich habe eine Schüssel geangelt. Nein. Doch. Ich habe eine Schüssel Wer geangelt. weiß, wer da sein Geschirr gewaschen hat von euren Touristen. Ja. Anna, du musst mich aufnehmen. Ich kann es nicht aufnehmen, wenn Inventar ist voll. Weißen die Ja, das Geschirr, sagt man jetzt so. Ja, nee. schmeißen die ihr Geschirr? Jetzt weiß ich, warum das Waschhaus heißt. Da wird alles Da und ist jeder viel gewaschen Wasser. drin. Soll ich mal gucken, ob ich auch Schuhe oder sowas da rausangeln kann? So stinkende Socken oder sowas. Bäh. Ja. Ui, Dive. Ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön geworden hier. Wahnsinn, was ihr hier hingesetzt habt. Das ist echt Wahnsinn. Aber hier sieht Lagerfeuer auch alle aus. Komm, Das ich mach ist euch ja hier auch dran. das. Nein, die machst du nicht an. Steck das Feuerzeug weg. Nimm das Feuerzeug weg. Steck's weg. Die Hast Mutti wird du gerade gehört? aufgespießt. Feuerzeug in der Hand. Du hattest eins in der Hand. Ich hab's gesehen. Ich hab einen Aber die Videobeweis. Hand jetzt haben. Da ist ein Nametag. Au. Ja, geht bei dir nicht. So, okay. Hä? Das ist ja So, das war merkwürdig. jetzt eine etwas kleinere Rundführung. Es war schon eine ziemlich große Rundführung. Und wo ist da unten Das Wie war sieht für denn dann uns noch bitte, eine wenn kleine. er sagt, es ist eine kleine Rundführung, die schon ziemlich groß ist? Wie mag dann die große dann sein? Oder so ganz groß. Groß. Sind wir dann 14 Tage hier unterwegs? Was, schon wieder? Mir brennen ja jetzt noch die Pfoten. Wenn du auch so komische Schuhe anhast, Was denn? Habe ich immer noch meine falschen Schuhe an? Oh, die sind so schon. Muss man mal die bequemen Latschen an. So, jetzt ist. ist Ei. kein Wunder, dass die Füße brennen. Ja, da waren die Sohlen schon ziemlich durchgelaufen. Sind aber auch weit weg gewesen. Ja, Oh mein. 1000. Auf jeden Das Fall ist ist das, habt ihr gesehen, das ist eine relativ weite Strecke, die wir dann wieder nach Hause laufen müssen, aber das ist nicht weiter problematisch. Was mir auch so richtig gut gefällt, so diese Sockel unter den Häusern. Ja, Ne, ist auch hier bei dem großen Haus mit den Den großen Mauern, Sockeln ja. und hier bei den kleinen. Das, das passt unheimlich gut. Ja, asiatischer Stil, ja. Könnte man Ja, wo du Geheimtüren da einbauen. warst, Hugo, das erste Mal war das hier schon gestanden. Ja. Und da habe ich angefangen zu bauen. Das Und war das eure Gebäude. Starterbase, genau, und eure Starterbase Genau. gab es. Ja, nicht. Genau. Und wenn ich mir überlege, wie gesagt, ich zeige das nochmal auf der Map. Schaut mal, wie das ist. Das ist. Sie haben wirklich an alles gedacht. Und sie machen ja immer noch weiter. Also das ist ja noch lange nicht fertig. Man kann noch so viel hier machen. Aber die haben sozusagen Ja, eine Map das in der ist Map Survival. gebaut hier. Wahnsinn. Echt Das krass. alles im Survival. Genau, Ja, alles im Und Survival. mit unterschiedlichen Höhen. Genau. Es ist Echt Wahnsinn. echt der Wahnsinn. Was ihr hier gefällt hat. Respekt. Weil es Habt ihr gibt auch einen Kleingarten? überall Aufgänge, Treppen, wo man hoch und runter laufen kann. Ja. Faszinierend. Faszinierend. Und ich bin auch gespannt, wie gesagt, weil wir haben ja momentan dieses Porter-System, aber ich bin auch gespannt, wie wir das dann machen, wenn das Nether offen ist. Weil wir das natürlich dann alles viel mehr, alles miteinander noch mehr verbinden können. Die Wege natürlich noch schneller zurückzulegen sind, neben dem Porting.
Ja, Ich habe okay. bis heute nicht verstanden, wie die Portale verlinkt werden. Das musst du dir mal von Mimi erklären lassen. Ich sag, das ist sehr speziell. Und sie hat es Tatsache geschafft, von den Kellerkindern halt alles auf ein Panel zu bekommen. Ja, das war, denke ich mal, viel Arbeit. Hat sie viel Nerven gekostet. Oh, sorry, bin zwischendurch immer mal kurz am Gähnen. Sorry. Muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, momentan ist das Wetter heute ganz komisch. Nur Entweder heute, wir haben schneit April. es, ja, entweder schneit es und sobald die Sonne raus ist, war das richtig total warm, aber ein eiskalter Wind. Dann schneit es wieder eine Runde. Ganz merkwürdig. Immer so hoch runter die Temperaturen. Das ist relativ ermüdend so. Ja, Aprilwetter. ja, richtiges Aprilwetter, aber wirklich. Gut. Also dann danke ich mal für eure super tolle Führung hier durch eure mega schöne, wunderschöne Mhm. japanische Base. Und ich würde mal sagen, wir Schön, dass ihr machen da wart. mal wieder auf den Weg zum Spawn, weil das ist doch eine ganze Ecke zu laufen oder zumindest zum Turm. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich euch gerne in einem halben Jahr oder so wieder besuchen. Nein, Scherz. Öfters mal vorbeikommen. Ja, Und ich freue mich auch, wenn ihr beide dann irgendwann mal uns auf jeden Fall. seid immer herzlich willkommen. Ihr müsst halt nur nach dem Frosch suchen. Im Spawn. Ja, Bei Mimi im Wasser. Und von Popo zu mir ist es auch nicht mehr weit. Genau, das ist weit weg. Sind eigentlich relativ, also, nah beisammen. Oh Mann. Hat jemand ein paar Kaffeebohnen zum Kauen für mich? nein, Nein, ich. leider Nein, nur intravenös. nur ein Ah, paar, Vitamine. Vitamine. wir Ich haben kann dir nur bloß, intravenös geben. Ein Kaninchenragout. Da bin ich dann satt, mollig und voll gefuttert. Dann bin ich erst recht müde. Aber ich wollte mal sagen, wir machen uns mal auf den langen Heimweg. Und ja, wir sehen uns und wie gesagt, das ist genau, wunderschön hier. Gerne wieder. dann, ja, dann Ich eine Das haben wir peile gute zu mal. dritt Heimreise. gebaut, ne? Ja, ich Also, peile mal so ein bisschen an, wie wir laufen könnten. Stine wohnt da. Ich kurz was gucken. Wir müssen Wenn ihr zum Richtung. Turm wollt, lauft ihr in diese Richtung. Warte mal. Bubu, Ja, Bubu, Mimi ist nicht mehr da. Mimi ist wieder Nicht mehr da. Da können wir den nicht ganz mehr schnellen da. Weg nehmen, oder? Nein, wir gehen nicht den schnell. Wir laufen. So, wartet mal. Nö, wir brauchen ja eigentlich Richtung Norden nur. Das kriegen wir hin. Wir sind doch geübte Läufer. So, tschüss. Mir tun die Füße immer noch weh. Ich habe immer noch Blasen an den Füßen. Dann wechsel deine Schuhe. Mi, 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 mi. Tschüss. 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 Mi, mi, Schöne mi. Heimreise. Danke. Dankeschön. Baby sterben können wir nicht. Gibt's einen Weg? Schaut mal. Wir nehmen jetzt einfach den Weg. Mal sehen, wo er hinführt. Das Wandern ist des Buches, das war. Hm. Ich hätte Gummibärchen. Ja, da hätte ich jetzt auch Bock. Aber leider ist unser Liedchen. Geht nach unten. Da geht's nach unten. Ist das bestimmt eine Mine? Okay, da wollen wir ja nicht Ja, hin. Eine Also, Mimimi. eine Mimimi. Eine Mimimi. Bubu. Ja, Hier geht's aber ziemlich tief nach unten. ja. Wenn du ganz tief nach unten gehst, gehen wir ganz weit nach oben. Welche Mine? Bubu. ja, zum Spawner. So, okay. Bubu. Ja, Ich habe ja ganz komische Sachen entdeckt. Ich komme ganz schnell wieder hoch.
Ja, mach das mal. Ich glaube, das macht eher Aua da drin. Was hast du denn? Hast du geangelt? Nein, Hast du das Geschirr da geklaut? nein. Souvenir, so wie Handtücher und Badelatschen und sowas? Ja, nie. Das sind die Kaninchen und Schlüssel, die ich fertig gegessen habe. Ah, okay. Und ich darf als Frau dein Geschirr schleppen Ja, genau. und sauber lecken. Toll. Bin ich hellauf begeistert. Hallo. Hallo. Wo So. seid ihr denn hin? Oben auf dem Oh. Berg. Einfach oben rüber über den Spawner. Einfach hoch. Sagst du so einfach. Hier stehen auch ein paar Kühe. Und ein Hühnchen guckt mich. Hallo. Ja, und hier ist ein Schwein. Können wir nochmal so einen Blick Also irgendwas ist hier drauf bei Hanna und Max werfen. komisch. Noch mal einen Blick drauf werfen. Hier stehen sogar die Hühnchen auf dem Kopf. Ist ein komisches. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum dieser Kerl immer. Das sieht irgendwie ungesund aus. Oh Mann, bloß weg hier. Hier wohnt bestimmt ein Magier irgendwo. Ei, Und ein Miste, schöner. verkrabbelt in der Kiste. Au. So, ich würde mich dann auch für heute verabschieden. Ja, schlaf schön, Matze, und vielen Dank für die Führung. Es war sehr schön bei euch. Ich bin auch Und raus. Ja, wir gute Nacht, Hanna. sehen uns. Ja. Also macht ruhig da weiter so. Das gefällt mir auch Ui. echt klasse, was ihr gebaut habt. Ei. Dankeschön. Dann einen Wo soll schönen ich denn Stream noch. Danke dir, lieber Matze. Schlaf gut, ihr zwei. Danke. Hast Ciao, du wieder eine ciao. Höhle entdeckt? Tschüss. Hammer, oder? Ja. Ja, Hammer. Krass. Aber sie versperrt den Weg, um nach Hause zu kommen. Schau dir das mal an, bitte. Das ist krank. Gehörig. Schwein, du sollst mich nicht schubsen. Da möchte ich ungern reinfallen. Hier musst du mal gucken. Noch tief. Au. Krass. Wo wirst du wieder eine Höhlentour machen? Nein, wir machen jetzt keine Höhlentour. Ich habe mein Inventar noch voll. Ich habe keinen Platz. Ich denke mal, Hanna und Matze waren hier auch. Ja, also wenn Hanna nicht da unterwegs gewesen wäre, also das würde mich schon sehr verwundern. Ja. Weil Hanna liebt es ja, die 1001 Arten zu sterben immer. Aber sie hat sich schon gebessert. Ich glaube, ich bin öfters tot gegangen wie sie. Wir können ja mal so einen Wettbewerb veranstalten. Ja. Und ich sage jetzt mal so im Sommer, mal einen Termin im Sommer ausmachen und dann muss jeder gucken, wie oft er gestorben ist. Mhm. Also so eine Deadline. Und der mit den meisten Toten kriegt dann ein goldenes Todeszeichen oder so. Mhm. Den Rucksack des Todes. mit 3 Inventarplätzen oder so. Mhm. Genau. Für ein Totem, noch ein Totem und noch ein Totem. Damit er nicht mehr stirbt. So, also ihr seht, das ist einfach zwar lang zu laufen, aber man kann das halt auch laufen. Es deckt ja auch immer so ein bisschen von eurer Karte auf. Ihr entdeckt halt immer wieder andere Dinge. Mal dieses Quetsche durch die Bäume hier. Ich stehe gerade über die Bäume. Ey, ich sterbe nicht mehr. Viel. Ah. Du bist unter 30 Toten, ne? Wir können ja mal gucken, wie viele Tode ich habe.
Ich habe nur 4. Was? Statistik. Okay, schauen wir mal. Relativ weit unten. Naja, Tode, 32. Bin ich ja auch noch nicht so schlimm dran hier. Das geht ja noch. 4. Steht 32. knapp drüber. Jetzt noch schnell ein Like da lassen. Dankeschön, Dankeschön. Wie gesagt, solche Dinge helfen ja alle weiter und wir sammeln ja, wie gesagt, weiterhin noch Spenden für unsere Mimi, für die unser Vorhaben, sie zur Gamescom zu schicken. Wie gesagt, vieles haben wir schon zusammen, aber so noch ein bisschen kleine Kleinigkeiten wären natürlich cool. Und ja, wie gesagt, ihr könnt das über den Link machen. Mal kurz. Über den Link machen, den findet ihr im Chat ganz oben. Und ihr könnt das auch in der Videobeschreibung, ihr könnt das aber auch ganz regulär über ganz normale Dinge machen. War alles, was jetzt, solange diese Charity-Aktion läuft, quasi alles, was an Geld reinkommt, wie gesagt, werde ich dafür verwenden. Ihr könnt das separat spenden über den Link. Das geht direkt auf PayPal oder ihr macht das halt so, wie ihr meint, über die anderen Links. Also weil jeder Cent, der ab gestern quasi reinkommt, wie gesagt, wird dafür verwendet. Bis jetzt haben wir da eigentlich schon ein wunderschönes Rundum-Paket zusammen. Und jetzt fehlen noch so ein bisschen Feinheiten, weil es soll ja auch ein richtig schönes Ergebnis und ein wunderschönes Erlebnis für Mimi werden, die das mehr wie verdient hat. Die Emma, gesagt, von Anfang an hier dabei war. Und auch schon den ersten Community-Server mehr oder weniger auch schon betreut hat. Und ja. Sind wir hier schon wieder durch den... Oh Mann. Immer mein läuft hier. Das ist praktisch. Vielleicht treffen wir ja auch Mr. Schleim oder... Ja, auf jeden Fall eine schöne Gegend. Einige wunderschöne Plätze. Das ist ein sehr großer Sumpf mit Lava. Also nicht Schaf. reinfahren. Hallo Schaf. Hallo, Halt. Hallo Frosch. Wie gesagt, am meisten macht der Server natürlich immer Spaß, wenn sich immer so mindestens 2 Leute zusammentun. Weil ihr seht schon, gerade wenn man so ein bisschen längere Strecken läuft oder so, ist das natürlich sehr angenehm, wenn man das nicht alleine machen muss. Sondern wenn man ein bisschen mit den anderen zusammen läuft, sofern sie noch hinterherkommen. Ich bin schon vor euch. Der ist schon vor uns. Wusimo ist auch irgendwo verschütt gegangen. Wir Immer sind Richtung, ein Weg hinter. immer Richtung Aber bin Norden. Ja, ja, einfach nur Richtung. Hallo Schweinchen. Mal sehe sehen. ja, wo du bist auf dem Stream. Hallo Das ist gut. Pferdchen. Ich habe ein Haus gefunden. Wenn Oh, ich schon wieder alles findest. so ein kleines Minecraft. Ein Starterhäuschen. Steht hier einfach so rum. Schaut mal. Einfach so. Mit Blumentöpfchen und Pilz drinne. Ein Übernachtungshütchen. Und so viel Sumpf. Ich würde sagen, wir bleiben am Rand. Auch nicht. Wir bleiben am Rand hier. Ja, Hoffnung, dass hier nicht allzu viele Höhlen sind, die uns am Rückweg hin. Hallo Huhn. Babyhühn. Oh. Das klappt ganz gut. Rand läuft, da muss Sumpf. Hallo Kuh. Hier gibt's Sonnenblumen. Schaut mal. Sonnenblumen.
Eisgut. Seerosenblätter ohne Ende. Dass wir hier noch niemanden getroffen haben, der uns Böses will, ist sehr beruhigend. So ist hier eine große Höhle. Da soll es jetzt in irgendwelche Höhe. Hier hat einer einen Baum gefällt. Ich glaube, Kai ist vor mir. Nee, ich habe keinen Baum gefällt. Da ist kein Baum gefällt. Hier hat einer einen Baum gefällt. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist auch Philipp hier Ich war gewesen. es nicht. Also wenn ihr es nicht wart, dann war das bestimmt Philipp, der hier bestimmt auch in der Nähe irgendwo. So, jetzt habe ich dich auch wieder eingeholt. Sehr schön. So, Bötchen. Ah, kann ich wenigstens was trinken. Das stimmt, das hat Mimi verdient. Sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, jeder Euro zählt. Wir lassen die Aktion noch eine Weile laufen und dann werde ich euch mal am Ende der Woche sagen, was wir bis jetzt alles schon zusammen haben. Und dann schauen wir mal, gesagt, was wir da noch zusätzlich brauchen, damit dieses Päckchen natürlich komplett ist. Und wie gesagt, ihr müsst halt wissen, wie gesagt, die Mimi, die hat halt nie wirklich die Gelegenheit gehabt, da mal aus ihrer Gegend so wirklich wegzukommen. Und gerade die letzten Jahre nicht. Und dass wir uns überlegt haben, die hat jetzt so viel Zeit für uns geopfert, dass wir ihr jetzt einfach mal was richtig Schönes gönnen wollen. Und er sagt, Kai und ich müssen uns nach dem Stream mal kurz zusammensetzen. Ne? Da habe ich schon vorbereitet. Gut. Dann hoffe ich mal, dass das auch so klappt. Bisher hat eigentlich alles immer sehr, sehr gut geklappt. Dass wir den Rest, wie gesagt, mit dem Rest mache ich mir eigentlich auch nicht so den Kopf. Das kriegen wir auch noch hin. Das, was wir heute noch vorhaben, das ist nochmal so eine andere Hausnummer, wo ich hoffe, dass es klappt. Und dann schauen wir mal. Da kann ich euch dann auch berichten. Weil wie gesagt, ich möchte natürlich erst nur Dinge dann berichten, wenn sie auch so dann feststehen. Also wie gesagt. Ja. Auf jeden Fall wird das etwas, sage ich mal, etwas werden. Ich glaube, da wird sie noch lange Zeit dran freudig zurückdenken. Es zeigt so ein bisschen unsere Wertschätzung auch. Weil da kann man gar nicht genug Danke zu sagen, weil ihr müsst wissen, sie hat hier teilweise wirklich Monate, Nächte lang hier auf dem Server verbracht, um diese ganzen Dinge zu programmieren. Also wenn ihr so an diese NPCs denkt hier und solche Dinge, sowas macht man ja nicht aus dem FF. Vor allen Dingen hat sie das quasi für uns gelernt, ne? Also sie hat ja davor auch gar nicht so viel damit zu tun gehabt und hat solche Dinge natürlich auch sich erstmal alle beibringen müssen. Oder die Porter, die wir hier haben, oder? Also allein die Porter, das ist ja eine Heidenarbeit gewesen. Ja, das ist echt Wahnsinn, weil sie hat ja nicht nur die ganze Technik dahinter, also die ganze Programmierung dahinter, sondern die Gebäude noch und. Also wie gesagt, denn auch als wir hier gebaut haben, also sie hat uns dann zum Beispiel auch die Häuser hier hingestellt, weil sie ist ja World Edit begabt, ne? Also die Edit hat uns die Häuser aufgestellt, vom was wir rübernehmen wollten. Ja, viel gebaut, viel gemacht, viel getan. Und vor allen Dingen, was ich immer sehr an ihr schätze, sie hat uns eigentlich auch alle immer sehr wieder motiviert, durchzuhalten und weiterzumachen. Und wenn Dinge nicht funktionieren, dass man halt nicht aufgibt, sondern einfach weitermacht und das einfach durchzieht. Jetzt stecke ich hier. Musst du alles gleich machen. Folgen heißt nicht, wenn ich in die Höhle falle, du hinterher fallen. Oder? Okay. Es macht Aua, wie du gesagt hast. Ja. Autsch. Du hast es jetzt auch nachgemacht. Ja. Das war automatisch. Wurde gerade angezogen.
Kennst Das du? ist die Also ich bin Minecraft. auf dem Spawn. Wo Community. bleibt ihr denn? Weißt du, bist schon am Spawn? Am Porter, Entschuldigung, am Porter. Am Porter, ne? Wir sind Richtung Spawn unterwegs. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie am Porter vorbeikommen. Hier Achso, ihr geht dann stehen den ganzen Weg zu Kühe Fuß. am Strand. Kühe am Strand. Oh, die guck mal, die genießen gerade den Sonnenuntergang. So, okay, dann hüpfen wir mal ins Bötchen und einfach Und ich lese mir geradeaus. dann Da. Nee, so kleine decke ich auch gleich wieder Stücke Map auf, von daher alles. Also wie gesagt, ihr könnt das anonym spenden halt über den Link, den ich euch im Chat oben gepostet habe. In der Videobeschreibung findet ihr den Link auch nochmal. Ja, im Discord habt ihr ihn auch nochmal und ansonsten, wie gesagt, über alles gängige Patreon, Tipi, wie auch immer, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, selbst wenn es nur 1 € ist, weil wenn jeder, wie gesagt, 1 € spendet zum Beispiel, dann kriegen wir da eine ganze Menge zusammen. Ich weiß, dass wir das schaffen, der Mimi da ein richtig, richtig tolles Abenteuer zu bescheren und ja, Ein Glück bist du schon im Bett, sonst wird jetzt wieder weinen. ja. Weil wir mussten natürlich so ein bisschen mit ihr absprechen, halt wegen der Zeit, wann und wie und ob sie da überhaupt Urlaub hat und so, weil sie hat ja in einer Arbeit angefangen und dann wisst ihr ja selber, ist das einfach mal eben. Aber das kriegen wir hin und das, wie gesagt, ein Teil von den Sachen haben wir schon. Heute versuchen wir noch was zu organisieren. Das werden wir gleich machen. Und wenn das geklappt hat, steht eigentlich, sagen wir mal so, schon eine ganze Menge fest. Und dann müssen wir halt, dann weiß ich nämlich auch noch, wie viel wir da ungefähr nämlich sammeln müssen. Den Restbetrag. Auf jeden Fall passt das schon mal. So. Auf jeden Fall freut mich das. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen ein etwas Gutes tun kann. Ein bisschen von dem zurückgeben kann. Über das, was ja die Community auch so ausmacht, halt, dass wir im Grunde genommen alle zusammen im Grunde genommen dem Mimi etwas zurückgeben können, was eigentlich gar nicht zu bezahlen ist. Sage ich mal. Hm. Weil sie ist ja echt so ein Allrounder halt, ne? Programmieren und allem möglichen. Der Wahnsinn. Ich sag mal so, zahlen kannst du das definitiv nicht. Nee. Da kannst du es selber nicht hinstellen, wenn du das bezahlen müsstest. Und sie begleitet mich ja schon seit Momentum halt, ne? Auch im Momentum hat sie schon sehr, sehr viel gemacht. Und nebenher noch den Community-Server, dass wir dann überlegt haben, was machen wir, weil das irgendwann wird es dann auch too much halt, ne? Da kann man sich dann auch nicht mehr so auf die einzelnen Dinge so konzentrieren, wie man es müsste. Und deswegen ist einer der Gründe, warum Mimi, je nachdem, wie so lustig ist, dann im Momentum halt mal auftauchen kann, je nachdem, wie sie möchte. Und ansonsten, wie gesagt, kümmert sie sich halt liebevoll um das Bauteam, den Server hier. Versucht euch natürlich viele Überraschungen immer zu kreieren und ja, lustige Dinge stattfinden zu lassen. Die hat auch schon eine ganze Menge Event-Ideen und lasst euch immer überraschen. Also wie gesagt, wer Mimi kennt, weiß, der Kopf hört nie auf zu arbeiten bei ihr. Nee, Das ist definitiv nicht. echt der Wahnsinn. Und auch nicht immer zum guten arbeitet dieser Kopf. Oh. Ich Weil bin die hat auch übrigens ganz viele schon auf komische dem. Ideen. Ich bin schon fast da. So, jetzt müssen wir noch ein Stück nach Norden und dann sind wir schon fast da. Okay, wir gehen über den Berg rum. Einmal klettern. Kommt man ja. Wenn ich mich recht entsinne, müssten wir da rauskommen, wo das große Schiff steht. Er ist Dschungel.
Hier Ich wird's bin jetzt bei gleich deinem müde. Sprösslein. Ja, ich kämpfe mich hier gerade durch so eine Dschungelebene mit Kühen und Höhlen. Nein, ich werde jetzt nicht magisch. Ich habe keinen Platz mehr. So, hier rennen. Wie gut, dass da eine Ranke gerade war, sonst hätte es auch. Und ich gerade noch so am Felsen abfangen. So. Aber das ist echt hier sehr gemütlich zum Laufen. Ihr seht, es ist sehr, sehr merkwürdig. Doch, ich möchte auch nicht wissen, gut, momentan skippt hier auch die Nacht immer. Das heißt, die Mobs können eigentlich gar nicht spawnen. Also ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn ihr hier mal nachts durchlauft. Wenn ein Bambusfeld. Es ist hier wie Irrgarten hier. Bambuswelt. Oh Gott, jetzt wäre ich hier beinahe in eine mega tiefe Höhle mit Lush Cave abgestiegen. Wow. Und hier muss irgendwo ein Panda sein. Das glaube ich gerade an einem Panda vorbei. Oh, jetzt wäre ich fast auch noch in so einer Riechhöhle. Ich glaube, das ist die Wer, gleiche wer, Höhle, wo du gemeint ja, hast. ja. Genau, du bist vor mir. Hallo. Dreh ich mal um, hier bin ich. Hallo. Hinter dir. Guck mal in Richtung Wo ist Höhle. hinter mir? Dort, Ah, da, dort. da bin ich. Ja, Ja, ich habe gesehen jetzt. man sieht so schwer durch den Bambus. Ei, ei. Wäre da auch beinahe reingelaufen. Krass, oder? Die ist richtig. Kannst du Ja. runtergucken bis zur Lush Cave. Da, da. Hier war irgendwo ein Panda. Bist du ganz haarscharf dran vorbeigelaufen. Jetzt schon wieder die nächste Riesenhöhle, habe ich. Oder ein Wasserloch. Würde der Kami bitte mal aus dem Urwald sich porten, weil der macht sich hier gar nicht gut. Bis Kami. Weg, Kami. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Du siehst doch, ich bin hier beschäftigt. Häng hier fest. Hallo? Gibt's ja nicht. Klemmt man hier im Dschungel fest. Okay, weiter geht's. Auf geht's. Wenigstens versinkt man hier in dem Blätterwerk nicht so wie in Sword Pixel. Weil da versucht man durch die Blätter zu laufen. Das ist quasi unmöglich. Hallo Hühnchen. Noch ein Hühnchen. Der Hühnerwald. Ich glaube, hier ist ein Panda. Da oben ist ein Panda. Hier ist ein Panda. Hallo Panda. Wie gut, dass sich noch keiner entdeckt und. Hallo. Oh, das ist ein Rotze-Panda. Das ist ein seltener Panda. Ein Rotze. Ein Rotze. Ein Rotzevieh. Der hat eine Schnullnase. Ich hab Panda. So, wollen wir den mal füttern? Dafür muss Zeit sein. Guck mal. Ja. Er braucht ein Taschentuch. Ja, doch, du brauchst ein Taschentuch. So, ich bin da mal weg, weil ich habe noch einen weiten Weg. Hier oben bin ich. Hier ist der Rotzenpanzer, Panda-Panzer. Da, siehst du einen Oh. dicken Puppes? Der dich mal um da. Ah, dort. Da, guck mal, der hat eine Schnuddelschnute. Naja. Siehst du? Der hat eine Schnuddel. Njam, njam. Sitzt da auf seinem Busch. Njam, njam. Ja. Aber du musst leider hier bleiben, weil in meiner Welt passt du nicht.
Tut mir leid. So, schnell weg, bevor er merkt, dass wir weg sind. Kai denkt sich, wann kommen die endlich? War ich schon eingeschlafen. Ist du noch Ich wach, sitze bei dir Kai? vom Haus. Du sitzt bei uns, bei mir vom Haus. Ja, wir sind hier schon wieder Ja, in dem guck mal, nächsten. Guck mal das Fenster raus. Okay. Wir sind hier schon im nächsten Dschungel. Ich weiß. So, ich muss mal Guck den Stream nebenbei. gucken. Wir sind jetzt schon fast auf der Höhe. Okay, wir können jetzt langsam Richtung Westen. Weiter nach schnell. Westen. Ey, ist das hier. Hallo Ocelot. Hab dich gesehen. Warst nicht schnell genug. Dann ist das. Da ist ein Strand. Juhu. Oh, endlich wieder normal laufen. Yay. Ey, so viel Sand. Buddelkiste. Keine Filme. Aber das ist, würde ich mal sagen, eher so ein Strand. So, das D habe ich jetzt gefunden auf dem. Okay, dann kann ich was trinken. Ah. Weißt du, wo du lang musst? Ich habe ein Makepoint, wo Mark Ich werde drauf nach. steht. Sehr gut. Das ist sein erstes Struktur langsam aber gut. Das ja, bis wir zu Hause sind, Wusi hat Kai schon den Rest der Base fertig gebaut. Ich bin am Angeln. Okay. Aber wenn du meine Unterhosen angeln solltest, schmeiß sie bitte wieder rein, ja. Nein, die hänge ich trocknen auf. Weil wir haben ja auch eine Sockenwaschanlage am Spawn. Was hat eigentlich mit diesen Socken auf? Ja, das ist, ich sag mal so, das ist ein Ding, was auch zur Zeit von Krokus Community Server entstanden ist. Ah, Wir haben keinen verdammt. Platz mehr. Wieso steigt hier eine Spinne ein? Wir sind voll. Na, wir passen immer noch nicht durch. Bis zur Dick. Ja. So. Ich bin in meinem Boot. Kannst einsteigen. Moment. Bin drin. Okay. Wir könnten auch schlafen gehen, dann würden wir mehr sehen hier. Ich kann leider nicht schlafen, ich habe mein Bett zu Hause liegen lassen. Also bei deiner Base liegen gelassen. Oh. Dann gehe ich schlafen. Wusi. Schlechte Arbeitsgruppe. Also geht der auf Reisen ohne Bett. So. Dafür musst du jetzt paddeln. Okay. Strafe muss sein. Wir müssen Richtung. Okay. Hier. Ja, weil der Fluss fährt natürlich nicht, der verläuft natürlich nicht so, wie wir müssen. Das ist auch klar, ne? Ui. Guck mal, wir sind schon am Spawn. Da ist das Freizeitland von gut. Die Achterbahn. Muss auch mal noch ausprobieren. Hier ist der Bahnhof. Es ist auch sowas wie ein Bahnhof. Das. Kenn ich? Soll ich das kennen? Hä? Was sind das hier für Gebäude?
Also Weißt hier, du das kenne ich, hier? aber das kenne ich noch. Was? Das hier. Das kenne ich noch. Ah, das ist der Porto. Ach, das ist der Bahnhof mit dem Portsystem. Hier steht der, okay, neben dem Freizeitland. Okay, das ist ja praktisch. Muss ich gleich überlegen. Du kannst hier dein Boot nehmen. Okay. Dann kriegst du als Austausch okay, aber ich würde dann doch lieber über den Frosch gehen und nicht jetzt echt extra quer Feldbeet ein durch den Dschungel laufen. Gesundheit. Gesundheit. Danke, kommt, glaube ich, noch 2, 3 Mal. Ja, so geht's mir heute aber auch schon. Entweder gähne ich oder ich niese. Freizeitbeschäftigung heute. So. Wie kann man eigentlich das Wasser im Kessel einfärben? Nee, kann man nicht. Können nur die Bedrocker. Leider. Ja, leider. Das können nur die Bedrocker. Kleine, wie gesagt. Und selbst da weiß ich es nicht mal, weil das ist ja ein auf Java basierter Server. Also wo die Bedrocker quasi Java spielen. Also ich glaube, die Bedrocker können das glaube ich auch nicht. Brumm. Boah, Ah, ist das schön einschläfernd. Gesundheit. Gesundheit. Und wie gesagt, dieses ganze wunderschöne Bahnsystem hat uns unser Desaster gebaut. Es ist nämlich der, also quasi der Admin für alles, was Redstone ist bei uns. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie Probleme oder so habt oder dann wendet euch vertrauensvoll an ihn. So, ich warte mal in der Bahnhofshalle. Da kommt der Wusi angebrettert. So, jetzt gehen wir Froschi knutschen. Dann sind wir nämlich gleich in der Base. Froschi knutschen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Froschi. Komm mal. Also wie gesagt, der Spawn lohnt sich ja auch, sich das alles mal so in einzelnen Dingen anzugucken. Und das hier alles zu erkunden. Also hier könnt ihr eine ganze Menge Dinge entdecken. Unter anderem auch, wer alles beim Bauteam bei ist oder andere Teammitglieder. Gesundheit. Gesundheit. Entschuldigung. Ja, zumindest erschrecke ich mich nicht, weil ich damit rechne, dass da noch was. So, wo hüpft er denn schon wieder durch die Gegend? Da hinten ist. Man muss halt nur den Froschi immer so ein bisschen, was man so. Hallo Frosch. Das ist der meistgeküsste Frosch hier auf dem Server. So, zu Hause. Hallöchen. Hallöchen. Ja, Da ist was auf dem Boden. Da ist was auf dem Boden. pass auf. Oi. Bubu. Mann! Du hast meine Unterhosen gefunden. Ich fasse es ja nicht. Guck mal, meine Unterhose. Die lasse ich da liegen, die muss erst trocknen. Das wäre auch lustig, hier so Wäscheleinen aufzuhängen. Die ist ja schon ganz gelb. Wusste ich es doch. Ja, ja, siehst du mal, was der hier alles so aus dem Wasser zieht. Hier, meine Unterhosen. Wahnsinn. So, okay. Waschmaschine verschwunden. Ja, ich habe keine Waschmaschine. Ich bin immer zu faul, mein ganzes Zeug, weißt du, in Mimis Sockenwaschanlage zu tragen. Das wollte ich ja vorhin noch erklären. Also auf jeden Fall, ergab sich mal auf dem Community-Server, weil Bimmel und Harf hatten eine ziemlich große Base, bei der sie schon relativ weit waren. Und hatten bei mir immer ein bisschen ab und zu mal mitgebaut, damit ich da ein bisschen schneller vorankomme.
oder auch mal beim Bergabbau mitgeholfen und solche Sachen. Als ich da meine große Burg gebaut habe, fing Bimmel an, dann immer irgendwelche Schilder, weißt du, Fahrräder abstellen verboten und hier könnte ihre Werbung kleben und so was alles immer ranzukleistern. Also ich wusste nie, wie mir geschah, wenn ich durch meine Burg gelaufen bin. Genau wie Ilo zum Beispiel immer meinen Thron geklaut hat. Also am Anfang hatte ich andere im Verdacht. Der hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Also da habe ich erst gedacht, Mine und ähm, wie heißt er? Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall noch eine zweite Person, die das aus dem Bauteam waren. Ob die das gewesen sind? Jedes Mal habe ich einen neuen Thron aufgebaut und jedes Mal war der weg. Also man konnte gar nicht so schnell den Thron bauen, wie der dann weg war. Und wie gesagt, dazu noch die Schilder und solche Sachen. Das ist einfach so ein Running Gag, der sich irgendwann mal so entwickelt hat. Und dann kam ja die Geschichte mit dem Wie die Ork. Käfig war. Genau, und dann kam ja die Geschichte mit dem Ork, die wir natürlich dann auch noch wundervoll mit Kroko zusammen ausgeschmückt haben. Und ja, und da fing das halt an, weil ihr wisst ja, Kroko benennt ja seine Sachen immer sehr abenteuerlich. Ne? Und ja, und seitdem, wie gesagt, und als wir dann hier den angefangen haben, im Grunde genommen, also dass ich eure Ideen quasi hier auf die Map baue, da fiel Bimmel nichts Besseres ein, als zu sagen, Bubu, bau doch mal eine Sockenwaschanlage. Jo, geht da jetzt hinten. Oh. Da müssen nur die Socken wieder ran. Weil wir mussten ja, bevor wir halt den Server gestartet hatten, wir mussten, als wir hier gebaut haben, also den Spawn gebaut haben, mussten wir alle Entitäten hier auslöschen, weil sonst wäre das einfach zu laggy geworden. Weil wir sehr viel mit World Edit rumbasteln mussten und war also etwas gewöhnungsbedürftig und ich habe dann irgendwie im ganzen Eifer des Gefechts Tatsache vergessen, die Wäsche da wieder aufzuhängen. Ja, wie gesagt, also, wenn ihr mal komische Schilder findet, dann kann es sein, dass eine Bimmel in der Nähe ist. Jo. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Wir haben die versprochene Server-Tour insofern gemacht, dass wir Mimi und, ach Quatsch, Hanna und Matze besucht haben. Was habe ich heute mit Mimi? Dann viel hast du heute mit Mimi. Ja, ist normal, weil wir sammeln ja auch für die gute Mimi. Und wie gesagt, deswegen der Charity-Stream. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir heute gesehen, was Hanna und Matze in den 4 Monaten sind es jetzt, 4 Monate geschafft haben. Und es ist der Wahnsinn. Also ganz ehrlich, wenn ich das vergleiche mit dem, was stand und was da jetzt steht das schon eine komplette Stadt. Und wie ich die beiden kenne, bauen die das natürlich immer noch weiter aus und verfeinern das alles noch. Und so ähnlich wird das ja hier auch werden auf der Base. Meine ist also mal, wie ihr sehen könnt, noch relativ klein hier gebaut. Und ja, ich bin gespannt. Also, sehe hier Dinge, die ich nicht sehen möchte. Oh Mann. Okay, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und es ist jetzt halb Mitternacht. Und wir sehen uns morgen wieder mit Sweat Pixel. Das wird auch, wie gesagt, die ganze Woche über als Charity sein. Ich werde mal gucken, wie gesagt, ich setze mich jetzt noch mal kurz mit Matze zusammen. Quatsch, ah Mann, heute habe ich es. Mit dem Kai zusammen, weil wir noch was organisieren müssen. Und dann kann ich euch morgen schon mal den Stand der Dinge sagen, wie weit wir jetzt sind und was wir noch brauchen. Und dann hoffe ich mal, dass ihr eifrig uns helft, das auch noch zu organisieren und zusammenzubekommen. Wie gesagt, wir als Team haben auch schon Teile dafür gespendet. Ja, sonst wäre das alles gar nicht möglich. Und ja, ich sage jetzt mal gute Nacht und schlaft schön. Ich schaue mal, es könnte sein, wartet mal, dass ich euch um die Uhrzeit sogar noch weiterschicken kann. Ich muss gucken, ob derjenige noch da ist. Mal gucken, ob der... Nein, ist leider nicht mehr da. Schlafen. Den haben wir heute mal länger durchgehalten als unser guter Lars.
Okay, dann kann ich euch leider nicht irgendjemand empfehlen. Das heißt, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön, kommt gut durch den nächsten Tag. Hoffentlich mit schönerem Wetter, nicht ganz so kalt. Und bleibt alle gesund, vor allen Dingen passt auf euch auf und euch einen Abend. Ensweit Pixel, tschüss, eure Bobo, Usimo und unser Tschüss. Kai. Tschüss. Tschüss.